Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live aus Norwegen von der AIDA Prima. Wir sind hier in einem wunderbaren Fjord auf dem Wege nach Flåm. Ja, es gab natürlich mal wieder kleine technische Probleme kurz vorm Start, aber ich hoffe, der Stream läuft jetzt, hält alles soweit. Ja, wir sollen um 11 Uhr sollen wir in Flåm fest sein. Wir sind natürlich schon sehr, sehr früh hier in den Fjord reingefahren, also wahrscheinlich schon irgendwie um 4 oder 5 Uhr. Da habe ich noch gepennt, aber dann wäre der Stream halt auch extrem lange gegangen. Und ja, wir sind jetzt gleich, glaube ich, vor so einer ersten Biegung. Und ich habe meinen ersten Kaffee, ich habe ein bisschen was zu essen bekommen, ja, und freue mich darauf, euch jetzt hier ein paar schöne Bilder zu präsentieren. Ihr könnt ja mal sagen, ob technisch alles soweit okay ist. Ich gucke mal in den Chat und hole mir da mal euer Feedback ab. So, ja, wir haben natürlich haben ein bisschen Gegenlicht. Wind ist etwas besser. Vorhin, als ich aufgestanden bin, das erste Mal raus, da war es extrem windig, also schon sehr zugig. Ich glaube, dass wir jetzt einfach eine Kurve gefahren sind und ich etwas windgeschützter hier bin. Ja, und ich bin selber natürlich total gespannt. Ich war noch nie hier. Norwegen ist absolute Premiere für mich. Das allererste Mal. Und ja, also ich habe gehört gestern noch in so einem kleinen Vortrag, dass die Berge hier rundherum teilweise bis zu 1000 Meter hoch sind. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Gestern war Seetag. Erster Seetag, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich da auch irgendwie ein bisschen was streame oder so. Aber ich habe dann festgestellt, mit dem Bordnetz gibt es halt doch Probleme, gar nicht so sehr wegen der Geschwindigkeit, sondern das sind eher technische Probleme mit Ports und Protokollen. Das ist absoluter Nerdkram. Da will ich euch gar nicht mit belästigen. Wir haben 2 Seetage, an den 2 Seetagen, da genieße ich dann die Kreuzfahrt. Wir haben gestern viel gequatscht, Fabian und ich. Gut gegessen, gut getrunken. Ja, und jetzt freue ich mich. Ja, schön, dass ihr alle schon dabei seid. Ist ja Wahnsinn, ey, Leute. Das ist echt krass, wie viele von euch schon dabei sind. Der Dijo verschenkt auch gleich eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich würde sagen, wir lassen diesen Tag mal ganz langsam auf uns zukommen. Ich will mal etwas darüber schwenken. Da ist auch irgendwie ein kleines Dörfchen. Also wenn jemand Informationen hat im Chat, auch immer gerne her damit. Der ein oder andere von euch war ja schon in Norwegen, kennt sich hier vielleicht auch besser aus als ich und hat vielleicht noch ein paar Informationen. Ja, Fabian will nachher noch mal dazukommen. Wahrscheinlich so irgendwann 9:30 Uhr oder so. Ja, warten wir einfach mal ab. Der hat natürlich dann noch ein paar Infos extra. Sebastian fragt nach dem Stream von der Brücke. Ja, wir haben gestern hier die Eventmanagerin nicht getroffen. Das hat nicht geklappt mit dem Termin. Ich hoffe, dass wir die morgen treffen und dass die das vielleicht einmal organisieren kann, dass wir auch mal auf die Brücke kommen. Aber ein Stream von der Brücke, das halte ich ja eher für ausgeschlossen. Da sind die wohl angeblich ein bisschen krüsch hier bei AIDA. Und nein, Tobi, die Rutsche habe ich noch nicht getestet. Auch im Whirlpool habe ich nicht gesessen. Hansi Seehund ist auch da. Danke dir für 2,49. Teilweise liegt auch ein bisschen Schnee oben auf den Gipfeln von den Bergen. Ach Leute. Es könnte doch schlechter gehen, oder? Ja, ich glaube, wir fahren jetzt gleich eine Rechtskurve, wenn ich das richtig auf dem Wesselfinder gesehen habe. Ihr könnt da selber mal so ein bisschen schauen, wo ich mich genau befinde. Ich denke, es geht da gleich irgendwann rechts um die Kurve und dann fahren wir in diesen Fjord nach Flåm rein. Und der soll also wirklich richtig, richtig schön sein. Anja, ganz liebe Grüße
an die Bande aus Wasserburg, 2 Euro. Und Henrik schickt auch noch ein bisschen Taschengeld für den Aufenthalt in Flom. Ja, ich muss mal sehen, ob wir in Flom selber auch einen Stream machen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt alles noch so ein bisschen offen gelassen, weil ich mir das vor Ort natürlich auch erstmal so ein bisschen anschauen muss. Und ja, viele Dinge entscheide ich dann einfach spontan. Ne? Also auslaufen will ich eventuell auch einen kleinen Stream machen heute Abend. Aber schauen wir einfach mal, das lassen wir uns alles, auf uns zukommen. Game Planet, herzlich willkommen wieder zurück auf dem Fischmarkt. Und Chrissy lässt 2 Euro Superchat da. Katrin, eine verschenkte Mitgliedschaft. Danke. Dann war hier die Frage, wie der erste Tag auf See war. Ja, wir hatten also sensationelles Wetter. Das war echt richtig schön, teilweise ein bisschen windig. Aber das Gute ist, man findet auf dem Schiff eigentlich immer irgendwie eine Ecke, wo man ein bisschen windgeschützt ist. Ja, also je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt. Und das ist ganz witzig. Du sitzt, erst sitzen alle irgendwie auf der Steuerbordseite und ja, dann fährt man irgendwie eine kleine Kurve oder so und plötzlich zieht das ganze Schiff um auf die Backbordseite. Dann ist da wieder Platz. Und wenn man da so ein bisschen mit dem Wind denkt, dann kriegt man auch immer einen Platz. Also eine Seite vom Schiff ist immer komplett leer und eine ist immer total voll. Jetzt merkt ihr vielleicht auch oder hört ihr, dass der Wind stark zunimmt. Ich denke mal, das ist hier einfach in diesen Fjorden auch so, dass der Wind hier durchpfeift und mal hat man halt sehr viel und mal sehr wenig Wind. Janni möchte wissen, wo ich gegessen habe. Ja, ehrlich gesagt, ich kann mir das alles gar nicht merken, aber wir haben gestern Mittag, waren wir hier bei so einem bayerischen Frühschoppen, hier im Brauhaus. Und ja, das war ganz geil. Um 11:30 Uhr ging das da schon los mit Rumtata, bayerische Après-Ski-Musik. Und das gegessen, aber sehr lecker. Also gab da Hähnchen. Das war richtig, richtig lecker. Abends waren wir dann mal in diesem Marktrestaurant. Den Abend davor war es ein bisschen schwierig, weil es extrem voll war. Aber gestern haben wir es dann geschafft, gegen Ende der ersten Essenszeit ein halbwegs leeres Restaurant zu finden. Also da in dem Marktrestaurant ist das Ganze in 2 Essenszeiten eingeteilt. Die eine geht, glaube ich, 17:30 bis 19 Uhr und dann nochmal 19:30 Uhr bis, weiß ich nicht, 20:30 oder 21 Uhr. Weil, ja, dann räumen die noch einmal alles ab, decken neu ein. Ich denke mal, das ist bei den ganz beliebten Restaurants, dass man da einfach ja, so ein bisschen den Menschenstrom kanalisiert und die Leute, die vielleicht zu viel Sitzfleisch haben, dass man die dann noch einmal ja, rausschmeißt, damit dann halt auch die nachfolgenden Gäste da noch einen Platz bekommen. Oh Leute, Fragen über Fragen. Mädel 73 sehe ich hier gerade, wann kommt der Geiranger Fjord? Den Tag habe ich gar nicht auf dem Zettel, aber der ist, glaube ich, ist relativ weit hinten auf der Reise. Der ist relativ weit hinten. Elisabeth, danke dir für 1,99. Ach, der Fabian ist auch schon im Chat. Ja, Fabian kann jetzt ganz in Ruhe erstmal frühstücken. Ich habe heute also die ganz, ganz schnelle Nummer gemacht und bin eben schnell zum Restaurant, habe mir da auf die Schnelle dann wirklich ein Brötchen geholt und ja, so ging das dann eigentlich relativ flott. So, ich muss gerade hier noch mal gucken, habe noch hier so ein paar technische Dinge. So. Ich hoffe, jetzt läuft das alles. Wie war der Wellengang, fragt Lina. Also wenig. Also das Schiff hat so ein ganz bisschen gerollt. Also man hat das dann gesehen, wenn man sich einen Fixpunkt gesucht hat, dann ist das so ein ganz bisschen hin und her geschaukelt. Aber also nichts, was jetzt in irgendeiner Form als Seegang durchgeht. Wir hatten dann teilweise schon so Windstärke 5, aber Windstärke 5 macht natürlich im Schiff dieser Größenordnung und Bauart überhaupt nichts aus.
Guck mal, AC/DC weiß Bescheid, Geiranger ist am 19.06. Ja, das ist halt schon, ist glaube ich irgendwie der vorletzte Stop oder so. Diana möchte wissen, ob man sich Teller mit auf Kabine nehmen darf. Das wird nicht so gerne gesehen. Also da stehen halt auch Schilder, dass man Getränke und Essen aus den Restaurants nicht mitnehmen soll. Ja gut, wie sehr sich da alle dran halten, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ich habe mir zumindest heute Morgen mal einen Kaffee mit auf die Kabine geholt. Thema Kaffee, das ist so ein bisschen... da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Also ich hätte doch tatsächlich die Kaffeemaschine mir auf die Kabine bestellen sollen. Ich muss nachher mal gucken, ob ich eventuell an der Rezeption mir noch eine Kaffeemaschine nachordern kann. Denn auch die Kaffeemaschinen, die gehen erst irgendwann so 7:15 Uhr circa an. Hier bei mir direkt darunter ist die AIDA Lounge. In der AIDA Lounge, da ist eine Kaffeemaschine. Das ist für mich die nächste, aber die war auch erst so um kurz nach 7 einsatzbereit. Annette, ich danke dir für 2 Euro. Tobi möchte wissen, ob wir in den Geiranger wieder reinfahren dürfen. Da gehe ich doch mal von aus. Warum sollten wir da nicht reinfahren dürfen? Also wenn es in der Reiseroute ist, dann werden wir da auch reinfahren dürfen. Aber ich glaube, du zielst so ein bisschen auf die Diskussion ab. Die wollten ja mal hier teilweise die Fjorde sperren für Schiffe mit konventionellem Antrieb. Also dass halt Schiffe, die wirklich mit Schweröl oder mit Diesel fahren, dass die da nicht rein dürfen, sondern nur die neueren mit den LNG-Antrieben. Aber Fabian meinte, da haben sie wohl auch ein bisschen zurückgerudert. Und ja, da hat dann letztendlich doch wahrscheinlich das Geld gesiegt, muss man einfach so sagen. Oh, Sascha sagt, im Beachclub gibt es den Frühaufsteher-Kaffee. Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ina meint auch in der Lanai-Bar. Ach, ganz lieben Dank für den Tipp. Das ist natürlich gut zu wissen. Ja, also ihr merkt, ich habe mich zwar schon sehr gut auf dem Schiff orientiert. Also ich komme sehr gut von A nach B. Aber so diese kleinen Tricks, wann es wo schon welchen Kaffee und so gibt, das kriegt man natürlich erst so mit der Zeit raus, ne? Ach, Katrin meint, Geiranger wird doch erst in 10 Jahren gesperrt. Ja. Also Frühaufsteher-Kaffee muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, wir haben da gestern auch so ein bisschen drüber geschnackt. Fabian und ich, so dieses ganze Thema Umwelt und Sperren des Fjordes für zum Beispiel Schiffe mit konventionellen Antrieben. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass das letztendlich scheinheilig ist, weil das ganze Thema Klima muss man meiner Meinung nach global sehen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Reederei, ihr habt 5 Schiffe mit konventionellem Antrieb, 5 Schiffe mit neuerem Antrieb. Und dann wird halt, was weiß ich, dann wird halt sowas wie Geiranger Fjord gesperrt, dann dürft ihr da nicht mehr mit den konventionellen Antrieben rein, dann schickt ihr halt da die LNG-Schiffe hin, aber dafür fährt dann das Schiff mit dem konventionellen Antrieb eine andere Route. Also letztendlich gewinnt man meiner Meinung nach damit auch nicht so viel. Das ist dann zwar lokal, ist das eine kleine, ich sag mal in Anführungszeichen, Lösung, aber global gesehen löst es natürlich nicht die Gesamtumweltverschmutzung. Ja? Das ist so meine Meinung dazu. Also das ist einfach, das darf man nicht nur aktuell sehen. Stefan, ein Norwegen-Fan, ich danke dir für 5 Euro. Und der Kai lässt auch 5 Euro da. Bedankt sich für die tollen Bilder. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir noch zu sehen bekommen. Ob ich was von der Mitternachtssonne gemerkt habe? Ja, also es ist natürlich extrem lange hell. Ne? Also gestern habe ich, glaube ich, noch ein Bild vom Sonnenuntergang gemacht. Das war nach 11 Uhr abends. Und ja, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ich glaube, das erste Mal bin ich irgendwie so
um 5, halb 6 aufgewacht. Da war es also auch schon taghell. Also insofern, wir haben jetzt ja Mitsommer oder sind kurz davor. Sommersonnenwende ist, meine ich, am 21. Also ja, ist natürlich insofern ganz schön, dass ich hier dann auch ganz nett streamen kann. Ne? Also insofern, ja, und da seht ihr auch, da oben liegt halt so ein bisschen Schnee auf den Bergen. Oh, hier sind auch Stromleitungen. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr die erkennen könnt. Die sind ja so fein. Die sind hier direkt vor dem Berg. Ihr müsst mal sagen, ob ihr die sehen könnt. Die hängen aber echt gut durch. Also ich glaube, da in der Mitte dürften wir auf keinen Fall fahren. Das sieht nicht so aus, als ob wir da drunter herkommen würden. Ja, und hier könnt ihr da... Ich war ja so ein bisschen, ich habe ja so ein bisschen darauf geachtet, dass ich nicht zu viel Gepäck dabei habe. Deshalb habe ich keinen großen Kontrollmonitor. Ich muss hier auf ein kleines Display gucken. Also ihr seht da unter Umständen viel mehr als ich. Ja, das Netz ist so ein bisschen am Hin- und Herschwanken. Es kann sein, dass zwischendurch das Bild mal kurz weg ist. Im Großen und Ganzen ist der Empfang hier in Norwegen sehr gut. Habe ich heute Morgen festgestellt, aber es kann natürlich sein, dass wenn man hier mal eine Kurve fährt oder so, dass das mal ja, so ein bisschen runtergeht. Also jetzt gerade geht die Bitrate auch stark in den Keller, sehe ich gerade. Es kann sein, dass die Qualität dann mal so ein bisschen schwankt, aber ich hoffe, dass sich das dann immer wieder nach einer gewissen Zeit fängt. Also, wenn es mal Aussetzer geben sollte oder so, einfach einen Moment warten und dann wird das hoffentlich irgendwann wieder deutlich besser. Ich will mal gerade gucken, ob ich... Ja, jetzt geht es halt gerade in den Keller. Ton macht Probleme, ruckelt. Ja, also wir sind halt gerade hier in einem Loch. Ich will mal gerade gucken, ob ich hier noch was machen kann. Ja, hab gestottert, schreibt ihr. Dann nehme ich mal an, sind wir hier gerade ein bisschen in einem kleinen Funkloch. Wir warten einfach mal einen Moment ab, dass sich das hoffentlich gleich beruhigt. Ja, die eine Leitung zeigt auch gerade nur Edge-Empfang an. So. 5 Euro kommen hier noch per PayPal anonym rein. Ganz dickes Dankeschön dafür. Rudi lässt auch 2,49 da. Moin Rudi, mein Lieber. Und die Via verlängert ihr Sub auf Twitch. Herzlichen Dank, liebe Via. So, der Tobi hat hier noch eine Frage an den Fabian. Wartet doch einfach noch so ein bisschen. Der Fabian, der frühstückt ganz in Ruhe und dann wollte er vorbeikommen. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, jetzt speziell zu Kreuzfahrten, Buchungen und so weiter, dann kann euch der Fabian nachher das sicherlich beantworten. Ich glaube, das ist ein bisschen doof, wenn man das jetzt über den Chat macht. Manfred möchte wissen, ob ich heute mit der Flammbahn fahren möchte. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil wir haben gesagt, wir gehen erstmal an Land und wollen da so ein bisschen uns umschauen, ein bisschen gucken. Und die Flammbahn soll also auch sehr teuer sein. Also ich habe gehört, Fabian meinte, die liegt also schon irgendwie so bei
um die 100 Euro. Und wir müssen mal gucken, ob das so passt und ob wir da Zeit haben. Wir wollen auch nicht sofort mit der ganzen Masse von Bord strömen. Ich glaube, ja, 11 Uhr sind wir fest. Ich schätze mal, irgendwann ab 11:30 Uhr oder so kommt man von Bord. Dann wird natürlich erstmal die große Masse direkt vom Schiff strömen. Wir haben gesagt, da warten wir erstmal etwas und gehen dann irgendwann mittags von Bord, werden da mal einen kleinen Spaziergang machen. Ja, das Windgeräusch, was ihr hier hört, ist übrigens nicht der Wind, der direkt ins Mikrofon bläst. Es ist ein ganz interessantes Phänomen. Die Kamera steht im Wind und irgendwie scheint sich der Wind an der Kamera zu brechen und strömt um die Kamera herum und macht ein etwas komisches Geräusch. Aber ich denke, ihr haltet das alles aus. So, ich glaube, jetzt geht das Netz wieder etwas nach oben. Zumindest sagt das hier die Bitratenanzeige. Da oben direkt auf dem Berg. Ach nee, es sind gar keine Antennen, das sind die Masten von den Stromleitungen, die wir da sehen. Brigitte, ich danke dir für die verschenkte Mitgliedschaft. Und Harry de Jong ist seit 5 Monaten auf Twitch dabei. Herzlichen Dank. Nilsi schickt nochmal 2 Euro und meint, dafür steht man doch gerne früh auf. Dann ist hier die Frage, ich habe gestern irgendwie ein Video aus der Spraybar gepostet. Also Spraybar ist diese Bar, die vorne im Bug ist. Und wenn man durch die Spraybar nach draußen geht, dann kommt man wirklich auf die Bugspitze. Von da hatte ich ein Video gemacht, wo ich runtergefilmt hatte aufs Wasser. Ja, das ist frei zugänglich. Ich glaube, das ist auf Deck 6 oder 7. Groma verschenkt gleich mal 5 Subs für die ganze Community. Groma, herzlichen Dank dafür. Ich danke dir vielmals. Oh, man merkt, wir fahren jetzt hier irgendwie wieder in einen offenen Bereich rein oder so. Ich glaube, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich völlig durcheinander. Der Wind wird stärker. Ja. Rolando sagt, in Wirklichkeit ist das bestimmt grüner. Das Problem ist halt einfach die Sonne, wie sie gerade steht. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt bei Sonnenuntergang hier rausfahren würden, dann würde man die Farben ein bisschen besser sehen.
oder wenn ich halt nach hinten raus filmen würde. Da wir jetzt halt sehr starkes Gegenlicht haben, ist das schon sehr, ja, sehr harsches Licht und dadurch sieht das halt nicht so saftig grün aus. Petra, ich danke dir für die 5 Euro. Ganz lieben Dank. Brigitte meint, Spraybar ist Deck 6. Ja, man kommt mit den Decks teilweise so ein bisschen durcheinander. Also du hast natürlich hier die großen Treppenhäuser und da kann man sich immer sehr gut orientieren, auf welchem Deck man ist. Aber wenn man dann natürlich irgendwo lang geht, dann passiert es schnell mal, dass man irgendwo eine Treppe rauf oder runter geht und ja, man nimmt es gar nicht so richtig wahr, aber plötzlich bist du dann von Deck 6 auf Deck 7 oder so. Und bei der Spraybar ist es halt auch so, die Bar selber ist, glaube ich, Deck 6, aber in der Bar hast du eine Treppe nach oben, sodass, glaube ich, die Plattform draußen, wo du dann runter gucken kannst, müsste dann genau genommen eher Deck 7 sein. Aber hey, Deck 6 oder Deck 7 ist doch egal. Hauptsache was zu essen. Willkommen an Bord, ML-Fotografie. Vielen Dank. Und Michael, danke dir auch für die verschenkte Mitgliedschaft. Manu ist da, seit 14 Monaten, wünscht mir eine Handvoll Bandbreite, ja. Ja, es ist, also ich hab natürlich hier verschiedene Netze im Einsatz und wie gesagt, viele haben ja gesagt, Norwegen soll halt ein tolles oder ein sehr gutes Mobilfunknetz sein, aber ich könnte mir vorstellen, hier in den Fjorden gibt es dann trotzdem noch irgendwelche Ecken, wenn man irgendwo rumfährt, wo es dann mal ein bisschen schwach wird. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Und ich glaube, wir fahren gleich da hinten rechts ums Eck. Ja, ich bin auf Deck 9, genau. Deck 9 vorne eine sehr schöne Verandakabine. Also ich muss sagen, die Kabine ist echt toll. Also da kann man überhaupt nichts meckern. Die hat der Fabian wirklich gut ausgesucht. Also vor allem jetzt hier auch zum Streamen, ne, hier direkt von der Kabine streamen kann. Ob es bei mir wirklich 19 Grad sind? Ja, so hundertprozentig passt die Temperaturanzeige nicht. Ich habe die zwar auf Norwegen umgestellt, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche Messstation der nimmt. Ich habe halt so ein Tool, das guckt immer, wo ich gerade bin. Das kriegt GPS-Koordinaten von meinem Handy und anhand dieser GPS-Koordinaten wird dann das Wetter abgerufen und die Temperatur eingeblendet. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter, weil die werden dann natürlich sagen, das ist die und die GPS-Koordinate, da in der Nähe ist die und die Messstation. Das kann aber sein, dass die Messstation jetzt irgendwo hinterm Berg ist, wo es nicht so windig ist und da ist es dann vielleicht wärmer, ne? Also ich würde sagen, dass wir hier eher so 15 Grad haben. Extrail möchte die Kabine von innen sehen. Ich kann das gleich mal probieren, ob ich hier mit meinem Handy eine zweite Kamera machen kann. Dann kann ich euch die noch mal zeigen. Wir hatten die ja letztens schon im Stream. Da habe ich sie euch schon einmal gezeigt. Aber ich will mal gucken, ob ich das
noch mal hinbekomme. So, dafür muss ich jetzt einmal gleich schauen, dass ich hier die Kamera umschalte. So. Ja. Bitte bleiben Sie ungeduldig. So, da haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, ein Bild. Aber es ist nicht sehr stabil. Nee. Funktioniert gerade mit dem Handy nicht. Muss ich später noch mal probieren. Bin ich nicht drauf vorbereitet. Ja, ansonsten müsst ihr mal in das Video von vorgestern reinschauen. Da hatte ich die Kabine einmal gezeigt. Fragma hat grüßt von Deck 12. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Und Janni möchte wissen, ob mich schon ein paar Leute erkannt haben. Ja, so den einen oder anderen habe ich getroffen. Ich habe gestern auch jemanden getroffen, der hatte tatsächlich einen Hamburg Hafen Live Hoodie an. Fand ich auch sehr süß. Basti verschenkt an die Daniela ein Sub. Herzlichen Dank, Basti. So, und wisst ihr, was ich jetzt auch mal machen muss? Sonst gibt es nämlich ganz großen Ärger von meiner Frau. Ich muss euch mal einen Moment alleine lassen und ich muss mir mal etwas Sonnencreme ins Gesicht schmieren, denn ich stehe hier wirklich die ganze Zeit voll in der Sonne. Ich glaube, das ist gesünder. Ich bin in 2 Minuten wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin ja so ein Sonnencreme-Verweigerer, weil ich dann immer schmierige Finger habe. Aber hier kann ich mir wenigstens die Hände waschen. Bausi ist da. Warte mal, mobile Daten verwenden. So. Ja, Bausi ist, glaube ich, auch an Bord. Ne? Du bist das doch, oder? Du warst das doch. Warst du das nicht mit dem Hamburg Hafen Live Shirt?
Ja, es gibt angeblich Sonnencremes und Sonnengels, die überhaupt nicht schmieren. Das ist das Zeug, was Tanja auch immer kauft, aber bei mir schmiert das dann trotzdem. Ja, jetzt geht es gleich da hinten rechts ums Eck. Ich hoffe, dass dann auch das Licht ein bisschen besser wird, dass wir dann das Licht so ein bisschen im Rücken haben. Ja, und was ich sagen muss, also das Schiff ist schon schön. Also das haben sie schon nett gemacht von AIDA, das muss man denen lassen. Es gibt hier echt tolle Bereiche. Also wirklich eine super Vielfalt an Restaurants, super Vielfalt an Aktivitäten, was man machen kann. Also du kannst hier Halligalli haben, du kannst dich auch in irgendeine Ecke verziehen, wo du für dich alleine bist. Also das ist schon echt schön, ne? Gibt natürlich hier diesen Beach Club, das ist im Prinzip wie so eine Therme. Da ist dann auch so ein Klima wie in so einem Thermalbad. Da sind natürlich die ganzen Kinder am Spielen, ne? Da ist dann auch viel Geschrei und so weiter. Also wer das nicht möchte, der geht da dann aber nicht hin. Also man findet hier eigentlich alles an Bord. Ach, guck mal, Andreas Westphal, 2 Euro Superchat, Dankeschön. Und er sagt, die Kabine ist im letzten Stream ab Minute 17:30 zu sehen. Ja, guck, das ist ganz interessant. Die Netze sind hier also ordentlich am Springen. Mal funktioniert das eine Netz sehr gut und dann wieder das nächste. Ist doch ganz gut, dass ich hier mehrere Router mit habe. Ach, guck mal, René schreibt, der Flammfjord ist der längste Fjord der Welt mit 204 Kilometer Länge, bis zu 1308 Meter tief. Die Berge zwischen 800 und 1000 Meter hoch. Ach, wie cool. Skygold, einen Rundgang durchs Schiff werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ich habe probiert, mit dem Bordnetz zu streamen, funktioniert leider nicht. Was aber nicht so sehr an der Bandbreite liegt, sondern eher an technischen Limits mit Portfreigaben und so weiter. Ah, guck mal da hinten. Ich glaube, wir fahren auch jetzt schon eine Rechtskurve. Und man merkt gleich, dass der Wind wieder deutlich weniger wird. Gott morgen, wie der Norweger zu sagen pflegt. Korbacher, ich danke dir für 17 Monate. Wir gleiten richtig schön dahin. Könnt ihr mal nachgucken, wie schnell wir jetzt fahren? Ich kann das ganz schwer abschätzen. Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir so 10 Knoten fahren. Aber ich kann mich da auch total vertun. Feli fragt, ob ich Fjorddelfine gesehen habe. Gibt es die oder ist das eine Verarschung? Gibt es wirklich Fjorddelfine? 12,5 Knoten fahren wir. Ah, okay. Interessant. Melanie, ja, das kann sein. Hier im TV gibt es so eine Anzeige, wo man auch so ein paar nautische Informationen bekommt.
Da sieht man auch immer, wo man ist, aber ich habe den Fernseher jetzt natürlich gerade nicht an. Gute E-Bike-Geschwindigkeit. Oh, guckt mal, was da an Schnee noch oben liegt. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie heißt der Kapitän? Daniel Rienecker, kann das sein? Brigitte weiß das bestimmt. Brigitte weiß immer, wie der Kapitän heißt. Moment, ich habe hier auch so ein Zettelchen. Gibt ja hier so eine Bordzeitung. Also David Rienecker heißt er. David. Boah, ist das schön. Ist das cool, mit so ein bisschen Schnee oben drauf. Walter, ich danke dir für die Wünsche, für die gute Reise und für die 5 Monate. Bausi schreibt, nicht traurig sein, kommt kein Containerschiff um die Ecke. Ja, das ist hier wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass hier Containerschiffe fahren. Katrin, ja, ich habe norwegisches Mobilfunknetz jetzt hier. Es ist allerdings sehr am Schwanken, merke ich. Also mal geht die Bitrate hoch, dann geht sie wieder runter. Und ja, der Datendurchsatz springt immer gut hin und her. Je nachdem, welches Netz ich gerade habe. Also man sagt ja, das norwegische Mobilfunknetz ist extrem gut. Die Frage ist natürlich immer, wie ist der Durchsatz auch wirklich für den Stream? Ne? Das muss man dann doch gucken. Das ist dann immer noch mal was anderes, ob man jetzt streamen will oder ob man hier einfach ein paar WhatsApp-Nachrichten raushauen möchte. Das ist dann von den Anforderungen natürlich schon noch mal ein kleiner Unterschied. Aber bis jetzt geht es ganz gut. Wie gesagt, es ist ein bisschen am Schwanken, aber ich hoffe, das hält alles. Ute, ganz lieben Dank. 2 Euro für die traumhafte Landschaft. Reinzoomen. Auch schön da, so ein Häuschen, oder? Ja, hier ist nochmal die Frage, ab wann Landgang geplant ist. Also ich glaube, die Gäste, ich schätze mal, dass sie so ab 11:30 Uhr von Bord gehen können. Geplant ist, dass wir um 11 Uhr fest sind. Und dann nehme ich mal an, geht das relativ schnell. Ich schätze, so 11:30 Uhr geht es raus. Fabian und ich haben aber gesagt, wir wollen erstmal so ein bisschen abwarten, bis die ganze Masse von Bord ist, und wir gehen dann irgendwie eine halbe Stunde später oder Stunde später von Bord, also irgendwann gegen Mittag, und wollen da mal eine kleine Runde drehen. Ja, Arthur, Bitrate hat nichts mit Bier zu tun. Bitte ein Bit. Ja, Goldberg weist auch nochmal darauf hin, selbst wenn man einen Unlimited-Vertrag hat, Deutschland, heißt das nicht, dass du auch Unlimited Datenrate im Ausland hast. Da muss man in der Tat ein bisschen drauf aufpassen. Aber ich habe erstmal genug. Ich habe ja mehrere SIM-Karten, und im Notfall kann man das halt nachbuchen. Also ich glaube, wenn du bei der Telekom dir einen Tagespass buchst im Ausland, kostet das 6 oder 7 Euro. Und ich finde, das ist okay. Also wenn man, gerade halt für solche Streaming-Geschichten, wenn man da sagt, man
man investiert 6 oder 7 Euro und hat dafür dann den ganzen Tag wieder eine Flatrate, dann finde ich, kann man das mal ganz gut machen. Ne? Crazy Kai fragt, ob es keinen Lektor an Bord gibt, der die Landschaft erklärt. Mit Sicherheit gibt es hier Menschen an Bord, die auch ein bisschen was zu der ganzen Landschaft erklären. Aber bringt mir jetzt gerade nichts. Denn ich bin ja hier gerade im Stream. Ach, da ist Fabian. Moin. Moin und Malte. Na, die beiden haben die Kabine direkt über mir. Wart ihr schon frühstücken? Ganz kurz mal gerade. Ganz kurz. Ja, ich auch. Sehr gut. Gleich um 7:30 schnell mal 2 Brötchen und einen Kaffee. Sehr, sehr gut. Na? Wir machen auch gerade noch ein paar Aufnahmen für Ja, ja, du, wenn du Lust hast, kommst du einfach irgendwann dazu, ne? Johann, nee, abgenommen habe ich noch nicht, aber ich glaube, zugenommen habe ich auch noch nicht. Denn Essen hatte bei mir jetzt erstmal so eine niedrige Priorität. Gerade am ersten Tag, da habe ich echt nur ganz schnell mal ein paar Snacks eingeworfen. Gestern haben wir aber gut gegessen, aber ja, ich versuche da so ein klein bisschen drauf zu achten. So, jetzt scheint gerade das Netz wieder ein bisschen zu zicken. Also so perfekt ist das auch alles nicht mit dem norwegischen Internet. Wer immer sagt, Deutschland hat so ein schlechtes Netz. Nee, die Hängematte habe ich noch nicht ausprobiert. Also es ist auch, gestern war es auch super vom Wetter, aber war jetzt auch nicht unbedingt so das Hängemattenwetter. Big Panda hat nochmal 5 Mitgliedschaften rausgehauen. Herzlichen Dank dafür. Walter ist 5 Monate dabei. Hatte ich, glaube ich, schon. Egal. Und Real DJ Tobi Live lässt 100 Bits da. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Herzlichen Dank. Oh, irgendjemand hat eben wohl Hubschrauber entdeckt. Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Also gehört habe ich auch nichts. So, ich glaube, jetzt wird es auch lichtmäßig so ein bisschen besser. Boah,
Guckt euch das an. Man hört den Wasserfall bis hierher rauschen. Füsseneset-Wasserfall soll das sein. Okay, danke für die Info. Ja, Mike, jetzt mit der Drohne, das wär bestimmt ganz cool. Aber das wäre auch alles, ehrlich gesagt, zu viel Stress. Außerdem, Drohnen an Bord sind verboten. Ich habe mich auch entschieden, sie gar nicht mitzunehmen. Wasser ist spiegelglatt. Herrlich, sensationell. Ja, Brigitte erinnert mich daran, mal ab und zu ein Foto zu machen. Das ist ehrlich gesagt eine gute Idee. Das habe ich bisher echt komplett hier vergessen. Malte ist auch da. Guten Morgen, Malte. Ja, Fotos für den Norwegen-Kalender. Hört ihr die Ziegen?
Oh, guck mal hier. Ist das nicht toll? Spiegelglattes Wasser. Richtig toll. Holger, keine Ahnung, ob es hier dieses Surströmming gibt. Schauen wir mal nachher. Da hinten kommt noch so ein ganz kleiner Mini-Wasserfall runter. Ich weiß gar nicht, ob man den, da kann man den so ein bisschen erkennen. Das ist natürlich jetzt fieses Gegenlicht. Aber man hört ihn. Die Flagge am Vormast ist auch schon wieder gehisst. Das ist wohl die Rostock-Flagge, meinte Fabian letztens. Was ist hier mit dem angeblich so guten norwegischen Netz? Lukas schreibt auch einfach nur herrlich. Danke dir für 21 Monate. Und Peter schickt auch nochmal 2 Euro. Berge wie im Weserbergland. Ja, King Kong meint, wir sind schon eher als 11 in Flammen. Also die Zeit ist ja die, wo wir fest sind. Da kommt ja noch das Anlegemanöver dazu. Das dauert ja auch ein bisschen, und bis wir dann wirklich fest sind. Das kennt man ja auch aus Hamburg, dass als Zeit immer die Zeit angegeben wird, wann das Schiff wirklich steht und komplett verteut ist. Ach, Aki ist auch da. Ja, hoffen wir mal, dass wir uns hier irgendwie durchwurschteln mit dem Netz. Solange ihr ein Bild habt, ist ja alles gut. Ich glaube, da rechts ab, Steuerbord, geht es gleich auch in irgendeinen Fjord.
Vanessa schreibt, ob Sie mal vorbeischauen können. Ja, Vanessa, kommt doch runter. Ihr wisst ja, wo meine Kabine ist. Vanessa und Florian. Ihr müsst dann einmal laut klopfen, damit ich das hier draußen höre. So, ich muss mal kurz mich um meine Nase kümmern, die läuft schon wieder. So, haben wir das auch erledigt. Ja, wie kann ein Stream sein? In der Tat, also das ist echt schön hier. Andi, herzlichen Dank, 5 Schweizer Franken. Könnte denken, ich wäre am Vierwaldstätter See. Ja. Oh, es klopft. Moin, ihr beiden, Moin. kommt rein. Danke. So. Vanessa und Florian, die haben wir ja auch schon in Hamburg mal getroffen und kennengelernt. Na? Na? Gut geschlafen? Ja, und gut selbst? gefrühstückt? Yes. Ja. Ja, es war bei mir ein relativ schnelles Frühstück. Zwischendurch. Aber die standen ja schon 10 Minuten vorher Schlange am Restaurant. Verrückt, oder? Es ist echt verrückt. Aber wenn wir eins können in Deutschland, ist es Schlange stehen. Das sowieso. Das haben wir gelernt. Mega die Aussicht. Ja, selbst der Chat hat das Klopfen gehört. Dann hören wir ja wahrscheinlich auch den Fabian gleich.
Ja, Tobi fragt nach der Wassertemperatur, keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier Kalt. ganz kleine ist. Ja, guck, das ist lustig. Ich habe zwar 5G-Netz, aber der Durchsatz ist nicht da. Ist nicht so richtig. Also 5G, volle Balkenanzeige, aber kein Druck auf der Leitung. Bei mir spinnt es aber auch ein bisschen. Zeigt an, ich hätte Internet, aber passiert aber nichts. Mhm. Wassertemperatur ist 2 Zentimeter. Ja. Ach, Ronos, ich danke dir für 15 Monate. Hamburg Hafen Live 12 Points. Stehe ich da rechts im Bild, wenn ich da hingehe? Oder? Nö, kannst du hingehen. Geht das, ja? Kein Problem. Feuerwehrspotter, ich weiß gar nicht, wie viele Knoten wir fahren, da müsstet ihr gucken. Vorhin hatte mal jemand nachgeguckt, da waren wir bei 12 Knoten. Könnte sein, dass wir jetzt einen Tacken langsamer geworden sind. Hier sieht es etwas enger aus. Live-Exit fragt, warum die Geschwindigkeit in Knoten ist und nicht in km/h. Ja, weil das in der Seefahrt halt einfach so üblich ist. Und die Geschwindigkeit Knoten, die bezieht sich ja auch auf die Entfernungseinheit Seemeilen. Also statt Knoten könnte man ja auch sagen, eine Seemeile pro Stunde. Also eine Seemeile pro Stunde ist ein Knoten. Und eine Seemeile ist 1,852 Kilometer. Das kommt daher, wenn man den Erdumfang durch 360 teilt und dann nochmal durch 60. Erdumfang, was hat der? 42.000 Kilometer oder sowas oder 45. Also wenn man das durch 360 teilt, 360 Grad und dann nochmal durch die Bogenminuten, durch 60, dann kommt man auf 1,852. Daher kommt die Seemeile. Live-Exit. Und wenn du also umrechnen möchtest, Knoten in km/h, dann musst du mit 1,852 multiplizieren. Und als Faustformel kann man aber sagen, mal 2 nehmen und 10% abziehen. Also 10 Knoten mal 2 ist 20. 10% abgezogen sind wir bei 18. Da hat man eine ganz gute Faustformel. Da kommt uns irgendwas entgegen, irgendwas Lüttes.
Ja, und Stefan fragt jetzt nochmal, wieso die normale Meile 1,6 Kilometer hat. Ich glaube, da muss man die Amerikaner fragen. Gibt es eigentlich noch großartig Länder außer USA, die in Meilen, also Landmeilen messen und Fahrenheit? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist. Ja, wo ist Willi, wenn man ihn braucht? Willi wird jetzt hier nebenher fahren und The Power of Love hören. Ach, guck mal, da haben wir sogar eine Schiffsinfo, was uns entgegenkommt. Fjärlandsfjord ist das. 26 Meter lang, 5 Meter breit, Baujahr 1952. Eine Fähre ist das. Die ist ja süß. Ich bin mal gespannt, wie sich das Wetter auf der Reise so entwickelt. Bin ich auch mal gespannt. Könnte ja sein, dass die Temperaturen auch noch gegen 2 Zentimeter gehen. Ja, Aber heute ist es echt mega. Das Heute ist mega, ja. Thomas, gute Frage. Wie breit ist das Wasser? Also ich würde mal schätzen, dass wir hier 1 Kilometer. Breite, ne? Vielleicht mag das mal jemand nachmessen. Das kann man ja mit dem Wesselfinder auch nachmessen. Ich würde mal tippen, wir sprechen hier so über 1 Kilometer. ...950 Meter. Paul hat nachgemessen, also ja, passt es ja ungefähr mit dem Kilometer. Arthur meint ab Montag immer wieder Regen in der Prognose. Hoffen wir mal, dass hier die Vorhersagen genauso unzuverlässig sind wie bei uns in Deutschland. Echt süß, die Fähre. Dabei hat die auch ungefähr die Länge von einem Schlepper. Astrid und Volker, danke für 9 Monate. Und Guido haut 2,49 raus
als Plüschgeld. Plüschelchgroschen. Ja, irgendwo soll es Plüschelche geben. Ja, habe ich auch schon gelesen. Das muss irgendwie so ein Ding sein mit Plüschelchen. Müssen wir auch einholen. Ja. Kann ich den Hunden mitbringen. Oh ja. Sind das Tiere oder quietscht hier irgendwas? Einen Kühlschrankmagneten soll ich nicht vergessen, ja. Guck mal, jetzt zum Beispiel das eine Netz geht jetzt wieder voll hoch, was eben die ganze Zeit unten im Keller war. Interessant. Gute Teststrecke für Eddies Setup. Habt ihr irgendwas landgangsmäßig geplant oder gebucht? Oder? Nee, wir gehen dann einfach spontan mal vom Schiff und Ja. einfach mal gucken, Mhm. auf uns wirken lassen. Hat das geklopft? Soll ich aufmachen? Ja, mach mal gerne auf. Aber nicht, dass Fabian denkt, er hat sich in der Kabine geirrt. Hallo, wir haben es ja schon gesehen. Moin. Hi, moin. Na, Fabian hat schon kurze Hose an. Moin. Moin. Hi, moin. Na, mein Lieber? Na, alles gut? Ja, Sehr schön. da hast du ein Mikro. Danke. Guten Morgen nach Deutschland oder wo auch immer die Zuschauer sind. Ach, ich habe gesehen, es war auch schon jemand aus Südafrika da. Na, dann guten Morgen nach Südafrika. Ja, hier ist auch gleich die Frage, ob ich von Land einen Livestream mache. Also wie gesagt, wir machen das nachher so ein bisschen spontan. Ne? Fabian meinte, Ja. wir müssen nicht gleich mit der ersten Welle von Bord springen. Genau, alles ganz ruhig. Die ganz Ungeduldigen können wir erstmal rausgehen lassen. Ja. Vielleicht noch mal hier einen kleinen Snack essen. Ja. Wobei, gibt's hier irgendwas, so essenstechnisch, weißt du da irgendwas? Hier soll es ja überall diesen Fisch geben, diesen Surströmming, der eigentlich aber eher was Schwedisches ist. Aber irgendwie war das im Chat die ganze Zeit ein Thema. Gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber Du bist auch nicht so der Kulinarik-Experte, oder? ja, nicht so ganz so extrem. Also vor allem nicht, was das so an Land angeht. An Bord schon ein bisschen, aber an Land nicht unbedingt. Ja. Ja, und hier Flammbahn war auch schon wieder, oder Flombahn war auch das Thema, aber sagtest du, die ist doch relativ teuer, ne? Genau, ich habe eben noch mal geschaut, um die 700 norwegische Kronen hin und zurück. Das sind um die 70 € pro Person. Wenn man es direkt bei der Bahn bucht, als Landausflug über die Reederei, meistens noch mal ein bisschen teurer. Das ist halt schon eine Investition, gerade als Familie, wenn man irgendwie zu viert unterwegs ist oder so. Da kommt ein bisschen was zusammen. Lohnt sich das denn mit Ja, der Bahn? also es ist schon schön. Ist schon schön. Ja. Es sind ungefähr 900 Höhenmeter, glaube ich, die man da überwindet. Hochfährt, unterwegs anhält am Wasserfall, dort einen kurzen Ausstieg hat. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder zurück mit der Bahn zu fahren. Es gibt aber auch welche, die fahren zurück mit dem Fahrrad. Das soll wohl wirklich schön sein. Also hin. Also hoch, bergab. Genau. Hoch mit der, Mit der Bahn. Schwerkraft. Ja, und dann wieder runterrollen sozusagen. Das wäre vielleicht mal irgendwann was Ja. ich auch noch mal machen würde. Aber es ist eher schon ein Ganztagesprojekt auch.
Okay. Ja, wir wollen uns noch ein bisschen treiben lassen nachher, Genau, ne? Ein bisschen ja. spazieren gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir da nochmal spontan einen kleinen Livestream machen von Genau, Land. Ne? ja. Hier schreibt auch gerade jemand, nimm die Bahn hoch und die Zipline runter. Schreibt Ole, das ist auf jeden Fall auch spannend, aber da muss man ein bisschen Adrenalin-Junkie Bock für auf sein. Adrenalin haben. Habe ich letztes Mal gesehen, als ich dort stand und dachte mir so, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich höre den Chat schon schreien. Ja, aber mit Kamera, Ja, mit genau, Kamera. ja. Wenn es dann nicht der letzte Ja. Stream ist. Also manchmal, wo habe ich denn mal Ziplines gesehen? Irgendwo war ich mal, wo auch so eine ganz unberührte Landschaft war und da war auch so eine Zipline und die eine Station, die man gesehen hat, da dachte ich auch, Leute, das Holz sah so ein bisschen morsch aus dem dieser Turm gebaut war. Da dachte ich nur, na, ob das alles so hält. Ja, das ist schon, muss man immer darauf hoffen. Also ich habe das mal gemacht in der Karibik, auf so einer Privatinsel von Royal Caribbean, das war schon spannend. Also über den Strand hinweg hat alles gehalten. Ole schreibt, man darf auch die Kamera mitnehmen. Ole hat das wohl schon gemacht, ja. Ja, hier ist immer wieder die Frage, ob wir auch das Schiff noch mal zeigen. Es ist einfach schwierig an Bord von innen mit dem Netz. Ja. Ja, das ist einfach ganz, ganz schwierig. Ich denke, das wird mit dem Livestream nichts, aber ansonsten hast du irgendwie so einen Prima-Rundgang oder sowas? Hast du doch bestimmt Ich bei hab dir auf dem YouTube-Kanal. Genau, ich ne? habe mal einen gemacht, der ist aber auch echt schon alt und deswegen hatten wir auch die Idee, nochmal gemeinsam einen neuen zu machen, wo wir beide gemeinsam einfach mal durch das Schiff gehen und uns mal umschauen. Und ich dir auch so ein bisschen was erkläre, jetzt für dich als erste Kreuzfahrt, was gilt es zu beachten, was ist wichtig, was sind so die Konzepte. Und ich glaube, das wäre eine ganz, ganz schöne Idee, was wir mal gemeinsam umsetzen können. Dann eben nicht als Livestream, sondern als aufgezeichnetes Video, was dann auf dem Kreuzfahrtstudio YouTube-Account veröffentlicht wird. Wenn du Lust hast, gerne. Ja, das, du hast ja gesagt, vielleicht an irgendeinem Tag, wo wir in einem Hafen Genau, sind, wo ja. die meisten Gäste von Bord Richtig, gegangen sind. ja. Und dann drehen wir hier ein kleines Video. Ne? Genau, das ist doch gut. Einmal Ja, kompakt finde zusammengefasst. ich gut. Ist ja vielleicht für dich auch ganz gut, wenn du so Absolut. einen Anfänger dabei hast. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so lange halt Kreuzfahrten macht, es kommen natürlich immer wieder die gleichen Fragen und an der einen oder anderen Stelle denkt man gar nicht mehr, Ja. dass das jemanden beschäftigt. Genau, ja. Und ja, was für jemanden total selbstverständlich ist, Ja. der schon ein paar Kreuzfahrten gemacht hat, Das ist es. ist für jemanden, der das erste Mal an Bord ist, eine Herausforderung. Absolut, genau. Von daher ist es wirklich, glaube ich, ein spannendes Videokonzept. Und das zeichnen wir die Tage mal auf und dann wird das dann veröffentlicht auf dem Kreuzfahrtstudio YouTube-Account. Ja. Ja, jetzt geht es da hinten um die Ecke und dann, Dann sind wir auch schon fast da. Es geht echt dann auch immer zügig. Wann bist du heute aufgestanden? ich war schon um 5:30 wach. Ja. Es Was? war auch taghell. Ja, das stimmt. Ja. Und wie das immer so ist, ich habe so irgendwie nicht das Gefühl, dass ich aufgeregt bin, aber man merkt das daran, dass man dann doch irgendwie nicht auf Kommando einschlafen kann. Ja, klar, das glaube ich. Ja. Und als du heute Morgen den Vorhang geöffnet hast, dann warst du erstmal überwältigt von Ja. dem Panorama. Ne? Guck mal, Tobi fragt an dich, ob es eigentlich starke Unterschiede bei den Jahreszeiten bezüglich der Preise gibt. Ich denke, kommt auf die Destination an, oder? Ja, also wenn wir jetzt mal über Norwegen sprechen, wo wir gerade sind, das ist natürlich im Sommer jetzt von Juni, Juli, August ist so die Hochsaison. Ist halt auch einfach am schönsten, das sind die längsten Tage, es ist einfach die Wetterchance, wie wir heute sie haben, ist natürlich am höchsten. Und die Randsaison ist dann Frühjahr und Herbst. Da ist es dann auch mal günstiger, es sei denn, es sind wieder Ferien, das ist immer ein Ausschlag. Und der Winter ist halt grundsätzlich nicht so beliebt. Wobei ich finde, dass der Winter hier total beeindruckend ist. Es ist dunkel, es ist kalt, aber es hat was. Und Es ist dunkel, es ist kalt, es ist beeindruckend. Ja, Ja, beeindruckend wirklich, kalt ja, und aber- beeindruckend dunkel. Genau, und das ist halt was Besonderes. Gerade auch die Polarnacht. Ich war schon über Weihnachten, Silvester hier unterwegs. Stimmt, Nordlichter hast du dann natürlich Alles, auch, ne? genau. Nordlichter, Polarlichter, die Dunkelheit, die Polarnacht. Wenn die Sonne gar nicht mehr über den Horizont geht, das ist schon was Besonderes. Ja. Wollen wir mal noch ein Selfie hier machen? Das sieht gerade so beeindruckend können aus. wir machen. Hier ist noch die Frage, ob es hier auch Lotsen gibt. Ja, natürlich. Also klar. Ja, definitiv.
Auch so, dass man das ein bisschen sieht, oder ist das... Du kannst ja unser das Setup sieht so professionell aus hier. Super, teilen wir auf Instagram. Ja, also natürlich gibt es hier Lotsen, der wird schon vor der Einfahrt oder mit der Einfahrt in den Fjord wird der an Bord genau, gegangen. richtig, ja. Weißt du, ob es hier Lotsenwechsel gibt? Also macht das ein Lotse die ganze Passage oder machen das mehrere? Also die wechseln jedenfalls nicht mit den Booten. Es kann sein, dass ich weiß jetzt nicht, ob 1 oder 2 kommen, die sich abwechseln. Ich weiß nur, dass teilweise, wenn mehrere Fjorde am Stück sind, dass die Lotsen auch dann mehrere Tage an Bord bleiben und dann auch hier übernachten. Ich war nämlich vor 2 Jahren mit meinem Schiff hier unterwegs und da hatten wir 3 Fjorde direkt am Stück. Also wir haben auch begonnen mit Flom wie heute, dann waren wir in Olden und dann direkt in Geiranger. Und dann sind das ja immer nur ganz kurze Passagen draußen auf dem offenen Meer, das sind dann nur wenige Stunden und dann geht es direkt wieder rein. Und da hatte der Kapitän erzählt, dass die Lotsen, ich glaube es waren 2, dann für 3 Tage auch komplett an Bord waren. Ja, Augen auf bei der Jobwahl, würde ich mal sagen, oder? Genau, richtig. Ja. Christiane, herzlichen Dank für 10 €. Aviation Annie schickt auch nochmal 2 € für den tollen Fjord-Stream. Ja, und heute Abend, 20 Uhr, soll es dann wieder rausgehen. Genau. Na? Und auch da würde ich sagen, gucken wir mal mit Stream. Ich habe natürlich geplant, euch möglichst viel mitzunehmen, aber man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken. Macht es Sinn, weil es ist ja im Prinzip dann nochmal die gleiche Landschaft. Ne? Sieht aber schon nochmal anders aus. Also Licht wird dann anders Genau. sein, die Sonne steht anders, geht in die andere Richtung. Auf jeden Fall müssen wir keine Angst haben, dass es dunkel wird. Genau. Also gestern Sonnenuntergang war weit nach 23 Uhr. Da habe ich noch ein Foto Sah gemacht. toll aus, ne? Habe ich Ja. auch gesehen. Richtig so ein roter Ball. War schon schick. Ja. Das wird jetzt immer später die nächsten Tage. Morgen, glaube ich, in Ollesund ist schon 23:30 Uhr der Sonnenuntergang. Und dann geht es langsam in Richtung Mitternacht zu. Ja. Und Ich war einmal auf Island und da waren wir auch im Juni. Auch völlig abgefahren. Also wenn du nicht komplett künstlich abdunkeln kannst, hast du schon ein Problem im Einschlafen. Und ich war mit Tanja dann irgendwie, wir waren nachts um 1 Uhr draußen, weil wir nicht schlafen konnten, haben uns ins Auto gesetzt, sind gefahren zu einem Wasserfall. Da waren wir dann nachts um 1 Uhr und da war es noch hell. Aber natürlich schönes Licht, weil die Sonne ja extrem tief steht. Echt abgefahren, ja, ne? das ist echt besonders. Ja. Ich hatte mal eine Spitzbergen-Expedition gemacht, also eine Umrundung rund um Spitzbergen. Es ist ja wirklich da ganz, ganz oben nördlich, fast am 80. Breitengrad. Und das war krass, weil da war wirklich Mitternacht und die Sonne stand nicht ganz so hoch, wie sie jetzt steht, aber fast, also die Hälfte davon ungefähr vom Winkel. Ich würde mal sagen so 20, 30 Grad über dem Horizont. Da brauchte ich auch eine Schlafmaske. Also ohne wäre es nicht gegangen. So, ich will noch mal gucken, ob das jetzt mit meinem Handy klappt. Das Netz ist jetzt besser. Ob ich noch mal da auf die Kamera gleich umschalten kann. Weil es sind doch einige, die jetzt die ersten Streams nicht gesehen haben und noch mal gefragt hatten, ob wir noch mal die Kabine zeigen können. Ah ja. So, müsste eigentlich schon drauf sein, ne? Also, ich glaube, ja. So, da ist der Fabian nochmal. Moin. Ja, und ich hoffe, das funktioniert. Jetzt hier mal einmal in die Kabine rein. Hier seht ihr mein Bett. Ich habe sogar die Decke ein bisschen geordnet. Dann hier, also schön geräumig, ne? Irgendjemand hat geschrieben, die hat so rund 20 Quadratmeter. 20,5 glaube ich sogar, ja. Das ist schon echt abgefahren, haben wir ne? echt gut ausgewählt, hier diese Eckkabine. Das ist aber außergewöhnlich, das muss man echt wissen. Die normalen Veranda-Kabinen sind etwas kleiner. Ja. Ja, Bad ist okay, funktional. Man kann sich in der Dusche drehen. Und ja, hier, ihr seht, das ist schon ganz gemütlich. Ne? Und ja, das Highlight hier ist natürlich der Balkon. Also, guck, da sind Vanessa und Florian. Moin. Moin. Ja, also ihr seht, wir sind jetzt hier zu viert. Und Platz ohne Ende, ne? das ist wirklich schon Wahnsinn. echt klasse. Ja. Also da muss ich sagen, gut ausgesucht, lieber Fabian. Ja, Sehr danke. gut ausgesucht. Das gehört bei uns zum Service dazu, dass wir immer schauen, was für unsere Kunden die besten Kabinen sind, was sind die Bedürfnisse. Gerade dein Bedürfnis war jetzt ja hier so einen Eckbalkon zu haben zum Stream und das passt dann einfach perfekt. So, Moment.
Aber ich weiß nicht, ob du den Nachbarbalkon schon mal gesehen hast hier, der ist auch großartig. Ja, ne? da hatte ich mal rüber geguckt. Ich wollte jetzt nicht rüber filmen, Ja. aber der ist auch klasse. Ne? Der ist noch mal so ein bisschen anders geschnitten. Genau. Seven Sister, danke dir für 4 Monate auf Twitch. Ja, Preise ist auch immer wieder die Frage. Ich glaube, es ging pro Person bei 1,5 oder so, Ungefähr so, 1,6 irgendwie los. Ne? Ja. Ich habe jetzt natürlich den großen Nachteil, dass ich alleine reise. Gut, für einen Mitreisenden wäre es nicht so gut, weil ich schnarche wahrscheinlich. Ne? Insofern. Und dann zahlt man ca. 80%. Ne? Ja, Aufschlag. Es gibt aber auch immer mal Ausnahmen, wo es mal weniger ist. Also auf den Routen, wo eben noch Kabinen verfügbar sind, dann gibt es auch mal Specials. Aber in der Regel sind es 80%. Manchmal ist es auch so, dass es gar nicht mehr geht, alleine zu buchen. Wenn das Einzelreisendenkontingent erschöpft ist, dann lässt sich die Kabine noch für 2 Personen buchen. Gibt es denn eigentlich Schiffe, die mehr auf Alleinreisende ausgelegt sind, wo es von vornherein, wo man dann im Prinzip keinen Aufschlag oder nur einen ganz geringen zahlt? Ja, also es gibt Schiffe mit Einzelkabinen, die sind aber auch tatsächlich jetzt nicht so, dass man wirklich nur den Preis für diese eine Person bezahlt, die sind dann auch noch mal ein bisschen teurer. Meistens nicht ganz die 80%. Da gibt es zum Beispiel die Mein Schiff 7, die hat Einzel-Innen- und Außenkabinen. Es gibt die Mein Schiff Relax, die hat sogar Balkonkabinen auch für Einzelpersonen. Bei AIDA ist es auf AIDA Cosma so, dass es da Einzelkabinen gibt. Der Trend geht da schon hin, dass das auch berücksichtigt wird. Aber klar, die Reederei ist natürlich interessiert, möglichst Doppelkabinen zu haben und die auch auszulasten. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht auch so eine Single-Kreuzfahrt gibt für irgendwie so Dating, Blind Date an Bord oder so. Ja, wäre doch mal was. Oh, man hört auch schon Musik hier. Oh, wie malerisch. Ja. Wie malerisch. Herrlich. Das ist einfach so toll, Ja. dass Flom hier auch der erste Hafen ist. Also direkt der Einstieg hier in die Fjordwelt, das hat was. Ich glaube, viele Gäste, die heute das erste Mal hier in den Fjorden sind, so wie du und den Vorhang geöffnet haben, die kamen aus dem Staunen kaum noch raus. Ja, das ist so. Das ist so. Wenn wir jetzt gleich um die Ecke kommen, dann wird auch Flom dann schon zu sehen sein hinten. Der letzte Zipfel dieser 200 Kilometer langen Fjordpassage. Atemberaubend. Ja, stimmt. Bei einer Single-Reise könnte man wenigstens nicht weglaufen an Bord. Aber so Motto-Kreuzfahrten werden ja auch immer mehr. Ja, Ne? das ist so. Also ich hatte gesehen, irgendwie Festival gab es, dann gab es irgendwie die Moyen-Kreuzfahrt, Genau, Schlagerkreuzfahrt, Heavy 90s Metal, Cruise, alles Mögliche. dann gibt glaube ich auch so eine Tattoo-Kreuzfahrt. Ja. Lassen sich da dann alle an Bord tätowieren? Oder? Scheinbar ist das ein großer Trend. Also gerade bei meinem Schiff gibt es ja, ich glaube inzwischen auf jedem Schiff ein Tattoo-Studio und das wird auch echt gut angenommen. Ja. Ja. Lassen sich dann alle das Mein Schiff-Logo Das tätowieren? wahrscheinlich nicht, aber zumindest irgendwas mit nautischem Bezug ist da, glaube ich, sehr beliebt. Jetzt kommt wieder so ein bisschen Wind auf, aber an sich ist es echt warm. Für Norwegen morgens schon. Das ist Also der heute Wahnsinn. Morgen, als ich aufgestanden bin, einmal raus, da war es ganz Da schön war's- frisch. ja, Da ging der Wind. Aber man merkt halt auch, je nachdem, wie wir drehen, ja. dass der Wind mal so durch die Berge zieht und dann bist du wieder windgeschützter. Gibt wahrscheinlich Zeiten, wo am Bug mehr Wind Genau, als am ja. Heck ist und umgekehrt. Ich habe das schon erzählt, gestern haben wir gemerkt, wie die ganzen Gäste von Backbord nach Steuerbord gewandert sind, Ja. immer mit dem Wind. Kai fragt, wie viele Kilometer wir insgesamt hier in den Flüssen oder Fjorden haben. Ich weiß das gar nicht, aber ich hatte ja mal so eine Route zusammengebastelt, wo wir langfahren. Ich kann die auch noch mal einblenden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Und das ist natürlich so eine App. Das ist nur so eine
ja, ist so eine Daumengeschichte. Ne? Ach, das, und ja. das, die ist, glaube ich, auf 2000 Seemeilen gekommen. Allerdings ist das natürlich jetzt auch nicht so 100% die Route. Aber ich Genau. denke, so über den Daumen kommen wir auf Gesamt 2000 Seemeilen plus minus ein paar hundert. Wie viel davon auf die Fjorde entfallen? Ich würde jetzt mal schätzen, Also wir sind ja heute 200 Kilometer allein reingefahren, wieder 200 Kilometer raus sind ja schon mal 400. Geiranger sind, glaube ich, auch um die 150, nochmal 300 drauf, sind schon 700. Nordfjord Eils sind, glaube ich, so um die 100. Rhein-Zeug, also 900, fast 1000, also mit Ja. Andolsnes und so weiter, liegt ja auch noch mal ein bisschen weiter im Inneren. Also ich würde schon sagen, 1000 Kilometer Fjordfahrt sind schon. Das ist auch so ein schöner Wasserfall gerade zu sehen. Benedikt fragt, was die Maximalbelegung für die Kabine ist. 2, ne? Für diese zwei, genau, es gibt Also ja auch... für Familien, denke ich mal, hast du dann wieder andere, ne? Oder gibt es hier sowas wie Beistellbetten für Kinder? An sich ist dieser Hocker, dieser Sessel, kann zum Bett umgebaut werden. Ja. Dann wäre sie schon mal für 3. Das geht aber bei diesen Eckkabinen nicht, weil das hier so schräg zugeschnitten ist. Dann wird das zu eng werden. Deswegen ist diese Kabine nur für 2. Die meisten sind aber für 3 oder teilweise auch für 4 Personen. Ist das eine Überlegung, wenn man jetzt sagt, man ist vielleicht zu viert, hat auch kein Problem damit zusammen zu schlafen, dass man sich zu viert irgendwie eine Suite dann teilt absolut. oder so? Ja, das geht auch. Weil da hast du natürlich teilweise noch größere Balkone. Ja. Auch teilweise sind die ja noch etwas schicker gelegen. Ja, genau, richtig. Gerade hinten am Heck auf der Ecke gibt es auch schöne Suiten. Das ist schon was Feines. Hier ist noch die Frage, ob es auch längere Touren gibt, einen Monat oder so. Ja klar, oder? Ja, auch länger. Es gibt auch Weltreisen, die nach 4 130 Monate Tage gehen. oder so. Genau, ne? richtig, das ist alles möglich. Man kann Ja. auch immer Reisen kombinieren. Also wenn das Interesse da besteht, zu sagen, okay, die Routen 3 hintereinander, ich habe Zeit, ich habe die finanzielle Möglichkeit dazu, warum nicht? Also ist auch möglich, einfach mal ein paar Wochen länger an Bord zu bleiben. Entweder mit dem gleichen Schiff oder mit Umsteigen. Oder dann, so, genau. Ja. Ist es denn so, dass, also wenn wir jetzt wieder nach Hause kommen mit der Prima, ist dann im Anschluss die gleiche Tour oder machen die dann eine ganz andere? Nahezu identisch. Also das Schiff fährt jetzt den ganzen Sommer diese 10-, 11-tägigen Reisen. Es ist nicht immer exakt jeder Hafen genau gleich. Es gibt da mal, entweder wechselt die Reihenfolge oder dann ist mal Trondheim noch dabei, was wir jetzt nicht dabei haben, oder Bergen. Das wechselt immer etwas, je nachdem, was auch verfügbar ist, weil, kannst du dir sicherlich vorstellen, die Häfen sind hier alle super beliebt und Jahre im Voraus kommen die Reedereien und wollen hier alle ihre Liegeplätze haben. Gar nicht so einfach teilweise es zu bekommen und entsprechend variieren die Routen dann immer so ein bisschen, je nachdem, was gerade so verfügbar ist. Ja, Rainer schreibt, er hat bei AIDA mal geguckt und Januar bis März wären wohl keine Nord-Norwegen-Touren da. Genau. Das ist die Zeit, gerade die Zeit, da ist nichts, aber im Frühjahr, März, April, da gibt es dann wieder erste Routen, das ist dann auch wirklich noch winterlich. Da auch gerne nochmal der Hinweis, melde dich gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio, denn da können wir gemeinsam schauen. Wir kennen die Routen aus eigener Erfahrung und sind da der perfekte Ansprechpartner. Und hat ja für euch auch nur Vorteile mit dem Kreuzfahrtstudio Komplettpaket, von dem ihr profitiert. Also meldet euch da sehr gerne. Wir sind täglich von 9 bis 21 Uhr, auch am Wochenende immer gerne für euch da. So, da haben wir einen blinden Passagier. Eine Möwe auf dem Vormast. Oh ja, Neben dem Fisch. die hat alles im Griff da oben. Auch ein cooles Bild. Ist noch die Frage, gibt es einen Kreuzfahrtdirektor auf dem Schiff? Also hier gibt es für alles jemanden an Bord, ne? Ja, die typische Position des Kreuzfahrtdirektors gibt es bei AIDA nicht, die gibt es bei Mein Schiff, aber hier bei AIDA nicht. Das ist im Grunde so ein bisschen der Entertainment Manager hier an Bord, Ah, okay. der dann auch die Primetime abends moderiert oder die Shows, die angeboten werden, die Durchsagen macht. Die Position heißt hier im Grunde Entertainment Manager. Auch wenn es ein bisschen abweicht, aber Ja. grob. Gerd fragt, ob es die scharfe Ecke noch gibt. Ja, die habe ich natürlich gleich am ersten Tag ausprobiert mit der Currywurst.
Das war am ersten Tag ganz gut, weil da gibt es, glaube ich, bis 1 Uhr oder so oder halb Ja. 1 irgendwie so um den Dreh. Gibt es da noch einen kleinen Snack abends. Ansonsten ist, glaube ich, so 22:30 ungefähr weitestgehend mit Essen Ja. erstmal Pause. Ne? Ja. Ja. Reiners Frau möchte gerne Polarlichter sehen. Wo soll er da hinfahren? Beziehungsweise welche Route? Ist, glaube ich, auch eine Jahreszeitgeschichte dann, ne? Genau, also Norwegen macht da auf jeden Fall Sinn. Ne? Die Route, es gibt ja auch immer noch die Postschiffroute, entweder mit Hurtigruten oder mit Havila. Hat immer, wobei es gibt die ja auch ab Hamburg, ist auch möglich. Also wie gesagt, gerne da bei uns melden. Meine Crew und ich sind da gerne für euch da. Du musst noch mal dieses Havila erklären, weil das kennen, glaube ich, viele nicht. Ich habe das mal gesehen und fand das eigentlich super interessant. Da habe ich was gelesen von 7 Tage, 20 Häfen. Ja. Das fand ich irgendwie, da dachte ich, boah. Und war auch auf den ersten Blick gar nicht so exorbitant teuer. Genau. Erklär mal, das könnte ja vielleicht für den einen oder anderen Ja, absolut. interessant sein. Also die Havila ist im Grunde die neue Postschiff-Alternative. Hurtigruten kennt, glaube ich, fast jeder. Havila ist relativ neu mit dabei. Die haben auch komplett neue Schiffe. Die sind auch mit LNG-Antrieb zum Beispiel und komplett modern. Bieten wir auch immer gerne an. Hat den Nachteil, da ist wirklich der Flug nach Bergen nötig, denn die Schiffe fahren eben diese Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes und haben dann diese ganzen Häfen, ich glaube es sind sogar etwas mehr als 20 Häfen, in den 11 Tagen hin und zurück. Man kann auch nur eine Strecke fahren, aber hin und zurück bietet sich dann schon an. Und das ist ja historisch bedingt die Strecke, die die kleinen Küstenorte mit der Post versorgt haben. Das ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr so relevant, das ist jetzt eher der touristische Aspekt. Aber das ist insofern wirklich spannend, denn die Schiffe fahren die ganze Zeit durch die norwegische Innenpassage. Die sind so klein, die können durch alle Brücken durch. Die sind halt genau dafür konzipiert und bieten nochmal ein etwas intensiveres Erlebnis, wenn man jetzt sich auf die norwegische Landschaft fokussieren möchte. Und preislich geht es tatsächlich oft. Also gerade die Innenkabinen sind echt preiswert, Außenkabinen sind dann auch noch in Ordnung. Wenn es dann darum geht, Balkonkabinen zu haben, dann wird es schon teurer. Aber die Schiffe sind einfach sehr klein. Ist es nicht auch so, dass teilweise die Einheimischen die Schiffe so ein bisschen wie eine Fähre benutzen, dass die teilweise Ja. teilweise auch ihre Autos mitnehmen? Ja, ist aber viel seltener geworden. Also das ist, seitdem die da ja auch gute Tunnel- und Brückenverbindungen haben, nicht mehr so relevant. Früher war das ein Thema. Ich hatte meine Ausbildung in einem Modeunternehmen gemacht und da ging es um Schuhe hauptsächlich. Und der norwegische Vertreter, ich war da für den Exportmarkt Norwegen auch zuständig, der hatte mir dann erzählt, dass sein Vater früher immer mit den Hurtigrutenschiffen dann zu den Kunden gefahren ist. Das war auch ganz spannend, aber es ist heutzutage aufgrund der guten Straßenverbindung nicht mehr so wichtig. Aber Autos können da grundsätzlich auch mit, ja. Also das heißt, man kann im Prinzip da auch kurzfristig buchen, oder? Ja. Ja, da ist auch in der Regel kurzfristig gibt es da noch Verfügbarkeiten. Habe ich gemacht letztes Jahr im Sommer, war traumhaft. Also wirklich von Kirkenes runter, die Küste entlang, schon spektakulär. Auch hier so eine Fjordtour ist bestimmt auch cool. Ja. Mit so einem Boot. Ist das da hinten schon Flom? Genau, richtig. Oder müssen wir noch mal ums Eck? Naja, ganz bisschen. Also das, was wir da sehen, ist schon das Ende des Fjordes, des Auerlandsfjordes. Und ganz rechts so ein bisschen um die Ecke ist dann der Ort. Wie heißt der? Auenlandfjord? Auerlandsfjord. Auerland, okay, Ja. nicht Auenland. Ja, genau, Auerlandsfjord. Das ist das letzte Stückchen hier, die 29 Kilometer, die wir eben gefahren sind, seitdem es die letzte Abbiegung gab. Davor war es der Sognefjord. Ja. Ach stimmt, also jetzt fahren wir so ein bisschen Richtung Süden, ne? Genau, richtig. Ja. Also wenn wir mal auf die Karte hier schauen, ist jetzt das letzte Ja. Stückchen hier. Sei mir über Scheiß drauf, möchte wissen, wo sie dich in Bielefeld findet. Ja, also das Kreuzfahrtstudio, das Reisebuch. Wofür ist die Frage? Wofür Ja, gut, möchtest du ihn das finden? vermutlich, um eine Reise zu machen, hoffe ich mal. Dann Gerenberg 37 ist da die Adresse, in der Altstadt, 170 Meter nur vom Alten Markt entfernt. Da ist unser Büro. Und für alle diejenigen, die nicht aus Bielefeld kommen, sind wir natürlich auch gerne immer überregional verfügbar.
Hier ist nochmal die Frage mit Rollstuhlfahrer. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Kreuzfahrt für Rollstuhlfahrer, Ja. grundsätzlich Perfekt. kein Thema, ne? Wenn es Genau. nicht irgendwas Spezielles ist. Das ist sogar sehr gut möglich auf den Schiffen. Also es gibt gerade so AIDA Prima zum Beispiel, auch die neue AIDA Nova Cosma, die sind sehr, sehr gut dafür ausgestattet. Es gibt barrierefreie Kabinen und das ist alles super möglich. Können wir auch immer gerne anmelden. Es ist immer wichtig, da auch die gute Beratung zu haben und nicht einfach sich da irgendwie online durchzuklicken, ist meine Empfehlung, denn da gibt es noch das eine oder andere zu beachten und da ist es immer gut, wenn man in guten Da ist Händen wahrscheinlich die Kabinenwahl auch Ja, nicht ganz unwichtig. genau, richtig. Das scheinen Schafe zu sein da. Also ich sehe hier gerade zum Beispiel, weil es ja um die Preise ging, ist ja anonym, deswegen kann ich sagen, es hat jetzt eben gerade vor ein paar Minuten jemand auf unserer Website AIDA Prima auch gebucht, genau die Reise, Norwegens Fjorde, 11 Nächte im September, alleine einzelreisend für 2.569 € in der Balkonkabine. Das ist jetzt dieser Vario-Tarif, da wird dann die Kabine zugewiesen, also dann ist es halt nicht möglich, wie wir jetzt hier für dich so eine schöne Kabine auszuwählen, das wird dann irgendeine auf dem Schiff, aber das sehe ich hier gerade reinkommt auf dem Handy, weil eben die Frage ja kam, nur mal so als Einschätzung für Einzelpersonen dann auch immer grundsätzlich da möglich. Hier ist nochmal die Frage, wie mein erster Seetag war. Ja, entspannt. Ja, also in erster Linie, wir haben gestern schon mal einen kleinen Rundgang gemacht. Fabian hat mir auch noch mal ein bisschen was vom Schiff gezeigt. Ich finde, wenn man so 2, 3 Runden gedreht hat, dann findet man sich ganz gut zurecht. Ja. Manchmal, ja, weiß ich noch nicht ganz genau, welches Restaurant auf welchem Deck ist oder so. Aber das meiste spielt sich hier auf Deck 6, 7, 8 ab. Oder halt oben auf den Freidecks dann 14, 15, 16 ist das so, ne? Genau, ja. Und wenn man das so, also wenn man auf dem richtigen Deck ist, dann hast du ja eh nur eine 50-50 Chance, entweder nach vorne oder hinten laufen. Genau. Steuerbord oder Backbord. Also die Wege sind halt immer, also du hast mittig eigentlich immer Treppenhaus und Aufzüge und dann geht es halt immer in die Gänge an den Seiten, Steuerbord, Backbord und da kannst du eigentlich immer die ganze Schiffslänge von vorne nach hinten laufen, kommst dann halt durch die verschiedenen Restaurants oder irgendwelche Eventzonen, egal was das ist, Fitness, Spiele, was auch immer. Ja. Also es geht eigentlich ganz gut und du hast auch in jedem Treppenhaus großen Bildschirm mit Wegweiser hängen. Genau, richtig. Also das habe ich auch benutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, wir treffen uns da und da, die und die Bar und du weißt nicht genau, wo das ist, gehst einfach auf den Bildschirm, der zeigt das an und dann findet man das recht schnell. Genau. Also das haben wir gestern gemacht und ja, ansonsten war es eigentlich ganz entspannt. Also eigentlich haben wir nichts gemacht. Wir haben viel gequatscht. Und so schnell geht ein Seetag um und schon macht man in Norwegen wieder auf. Ne? Das geht echt immer fix. Aber ich finde, so ein Seetag, da merkt man dann auch, dass ein Tag auch lang ist. Also nicht lang im negativen Sinne, sondern lang im positiven Sinne. Wenn man wirklich Zeit hat, merkt man auch, ey, du kannst hier jetzt einfach mal 2 Stunden abgammeln und der Tag ist noch nicht vorbei. Ja, und da kommt man ein bisschen runter, weil man natürlich nicht irgendwie im Nacken hat, dass man jetzt noch Klar. irgendwas erledigen muss. Ich habe eben einen Kommentar gelesen, der mich auch sehr freut. Ich wollte da einmal kurz Danke sagen. Und zwar, Andreas hat geschrieben, das Kreuzfahrtstudio ist online sehr gut zu erreichen und Sie antworten schnell auf Fragen. Vielen Dank, Andreas, für das Feedback. Ja, hatten wir gestern auch. Das ist natürlich Webseite mit Buchungssystem. Das ist gar nicht so trivial heutzutage, ne? Genau, Wenn man so viel Anbieter hat und das irgendwie auf die Beine stellen und Richtig. dass das alles funktioniert. Das wird immer komplexer. War ein großes heutzutage. Projekt, das alles so einzurichten, aber bin froh, dass es uns gelungen ist. Legen wir denn direkt an Land an oder haben die hier so eine Art
Schwimmpier oder? Also hier ist es an sich eine feste Pier, die richtig verbaut ist. In Geiranger werden wir so einen schwimmenden Anleger haben, der dann ranfährt, der ist eingeklappt und wenn wir dann kommen, dann macht erst das Schiff fest und dann fährt der so aus. Das ist, und dann wird quasi die Landverbindung hergestellt. ja. Ja. Früher, als es den noch nicht gab, mussten eben immer alle Schiffe dann tendern. Das ist jetzt eben neu, dass es so möglich ist. Haben die denn zum Tendern, da haben sie aber eigene Boote, da nehmen sie nicht die Rettungsboote für, ne? Die Schiffe haben in der Regel ihre eigenen Tenderboote genutzt. Ja, okay. Das sind dann etwas komfortablere Rettungsboote. Ah, okay. Seren, moin und danke für die 100 Bits. Ich danke dir. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Schiff wie der Prima ganz schön lange dauert. Ja. Bis du die alle, wie viel passen da rein in so ein Tenderboot? Ja, also im Rettungsnotfall sind es dann schon ein paar hundert. Im Tenderfall wird dann nicht so voll gemacht. Also sind es so vielleicht, gar nicht, 80 bis 100 Personen ungefähr. Boah, Seren, nochmal ein 10er-Pack Abos hier. Moin, mein Lieber, und Dankeschön. Boah, das ist so malerisch hier. Da oben rechts, da ist auch ein Wasserfall nochmal. Ja. Der ist jetzt gleich hinterm Mast. Ich schwenke nochmal drauf, wenn der Mast vorbei ist. Ja. René fragt nochmal, ob wir Landausflug machen. Ja, also wir gehen auch an Land. Wir wollen ein bisschen warten. Wir wollen nicht gleich mit der ersten Welle von Bord gehen. Und dann wollen wir da mal ein bisschen spazieren gehen, uns das angucken. Ja, wenn ihr noch mal irgendwie Fragen zu Kreuzfahrten habt, auch konkrete, schreibt Fabian an, die sind immer erreichbar, da ist auch ein ganzes Team hinter. Also jetzt jede Frage so im Detail klären, es wiederholt sich halt auch sehr viel. Genau, ne? richtig. Und schreibt ihn da mal direkt an. Ich bin froh, dass wir hier ein paar Infos haben. Und ich auch ein klein wenig was über Kreuzfahrten dann mit dem Fabian berichten kann. Denn sonst könnte ich die ganze Zeit nur sagen, oh schön, toll. Oh schön, wow. Ja. Also es ist jetzt gleich so, wenn wir ankommen, um 11 Uhr ist ja offizielle Ankunftszeit, jetzt so 10 Uhr vor dem Ort, das heißt, das Schiff wird jetzt gleich langsam festmachen, das dauert dann auch noch mal eine Weile, dann wird die Gangway ausgebracht, dann wird das Schiff freigegeben von den Behörden, das dauert auch immer noch eine Weile, geht hier in Norwegen relativ schnell in der Regel, weil hier sehr häufig Schiffe kommen, es nicht so kompliziert ist. Wenn wir jetzt in Großbritannien ankommen würden, wäre erstmal große Immigration. Ach, da muss man ja seit Neuestem auch dieses, so ähnlich wie in Esther. Genau, wie heißt das da? ETA. ETA. Genau, richtig. Das würde jetzt fällig werden. Das ist ja hier zum Glück alles unkompliziert. Und dann wird die Gangway irgendwann eröffnet. Dann macht der Kapitän seine Durchsage, wünscht uns einen schönen Tag, sagt, wir können jetzt raus. Dann gehen erstmal die ganz Eiligen raus. Da warte ich immer gerne noch ein Momentchen. Und dann beginnen auch die Ausflüge. Ich habe mal geschaut, heute 11.30 Uhr sind die meisten Ausflüge, die dann beginnen. Das heißt, diejenigen, die nicht individuell rausgehen, haben dann ihre Programmpunkte. Achso, hatten welche gefragt. Ich hatte geschätzt, dass wir so ab 11.30 Uhr von Bord gehen können. Vielleicht ein bisschen eher, ne? Also grundsätzlich von Bord kannst du im Grunde ab 11. Also sobald der Kapitän sagt, es geht, kannst du raus. Aber das machen halt in der Regel viele. Also, ja, das denke ich mir. Achso, ich war davon ausgegangen, dass wir um 11 Uhr fest sind und dann quasi das Schiff freigegeben wird. Nee, das ist im Grunde die Zeit, wo es dann auch wirklich... Okay. Also das Alles klar. kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn das Anlegen länger dauert. Manchmal ist es so, dass das mit den Leinen etwas länger dauert. Dann ist es auch mal 11.10 Uhr oder 11.15 Uhr. Aber 11 Uhr, die Zeit, die im Routenplan steht, ist in der Regel immer die Zeit, zu der die ersten Gäste raus können. Eddie ist auch da. Moin, Eddie. Schreiben wir auch immer mal welche Moin aus Bielefeld. Das finde ich echt witzig. Das ist lustig, ne? Ja, hier die Seimöwe Scheiß drauf. Die Steffi, die kommt auch aus Bielefeld. Ah, ja. Ich bin ja auch alter Bielefelder. Ja, genau. Also hier Ostwestfalen-Lippe-Kreuzfahrt. Ja, genau, richtig. Ne? Nicht? Wo kommst du denn weg? Ja, genau. Wo kommst du denn weg? Michael fragt, wie ich zur Kreuzfahrt gekommen bin. Ja, das ist im Grunde aus der Faszination heraus. Einfach 2008 damals die erste Kreuzfahrt gemacht. Das ist inzwischen auch echt einige Jahre her. Und ich finde immer, wenn man hier morgens aufsteht und rausschaut, da kann man doch nur begeistert von sein. Und so ist das entstanden. Also ganz kurz die Story zusammengefasst. Ja.
Aus der Faszination heraus und wirklich eine Leidenschaft dahinter. Vielleicht machen wir auch noch mal einen Stream, wo wir wirklich uns so ein bisschen auf mehr auf Interview. Mhm. Also Ja, wo wir gerne. wirklich sagen, wir setzen uns hin und dann kann man das ja alles Ja. noch mal so ein bisschen. Genau. Dann hat man das einmal zusammen und dann kann man darauf noch mal verweisen. Ja. Weil jetzt ist das natürlich alles Klar. so bruchstückhaft. Ja, Das ja. ist überhaupt kein Thema, wenn ihr Fragen mehrfach stellt. Das ist ganz typisch beim Livestream. Es kommen Ja. immer Leute rein, es gehen wieder welche raus. Also das ist überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, wenn wir uns dann noch mal irgendwann so einen Blog Ja, das ist doch eine gute vornehmen, Idee. Ja, absolut. Titus fragt, ob ich mich als Hamburger oder als Ostwestfale bezeichnen würde. Doppelte Staatsbürgerschaft. Grüße aus Lemgo kommen auch. Ist ja alles super, super regional hier. Wahnsinn. Oh, Lemgo. Wer aus der Region kennt, der kennt natürlich in Lemgo das Hexenbürger Meisterhaus. Stimmt, ja, genau. Fand ich völlig faszinierend als Kind mit diesen mittelalterlichen Foltergeräten. Fand ich so faszinierend. Lemgo ist ja auch eine Hansestadt. Also, Echt? ja, Hansestadt Lemgo? Mhm. Stimmt, die haben auch einen großen Hafen, ne? Obwohl Den Hafen an sich nicht, Hansestadt, aber das ist historisch bedingt irgendwie. Hansestadt hat ja nicht unbedingt was Ja. mit Hafen zu tun. Genau. Ja. Aber Hansestadt Hamburg, Hansestadt Lemgo und so. Aus Irland kommen ja auch Grüße. Ja, Ostwestfalen Cruises. Alte Hansestadt Lemgo, ja, danke für den Hinweis. Alte Hansestadt Lemgo, so war es, genau. Also jetzt nicht mehr Hansestadt, Ja. sondern Herford ist auch nicht. Jetzt geht's los hier. jetzt kommen sie alle. Extra Steine, jetzt kommt mir richtig der lokale Bezug hier auf. Legen wir Steuerbord an? Moin. Oder Backbord? Ich vermute Steuerbord. Ach, schade. Aber ich glaube, Geiranger ist Backbord, ne? Kann das sein? Wenn ich das so Wir auf Bildern... ja, das ist meistens so, richtig. Das ist aber schön, dass wir so anlegen, weil wir können dann nachher da vorne langlaufen und können dann direkt das Schiff von vorne mal fotografieren. Ah, okay. Mit dem Kussmund. Das ist schon beeindruckend. Mein Schiff wendet, hat den Hintergrund, dass bei meinem Schiff der Ausgang am Treppenhaus hinten ist, am hinteren Treppenhaus, und das würde dann nicht passen. Mein Schiff, AIDA hat den Ausgang immer am vorderen Treppenhaus, deswegen müssen die vorwärts rein, weil sonst wird das hinten einfach anstoßen, das geht gar nicht anders. Ja. Ja. Nilsi schreibt auch, Großteil seiner Familie kommt aus Minden-Lübbecke. Danke Nilsi Bückeburg für kommen- 5 Euro. Aus Bückeburg kommen Grüße, Wahnsinn. Also das Bielefeld ja total regional, könnt ihr alle mal vorbeikommen in der Altstadt. Wir haben gestern schon ein bisschen gewitzelt. Das nächste Projekt ist, dass wir ein komplettes Schiff chartern für eine Kreuzfahrt. Ja. Sind dann aber dann schnell dahin gekommen, dass es wahrscheinlich eher eine Flusskreuzfahrt wird. Genau, aber das wäre echt mal Ja, oder hätte ich irgendwas echt große- Kleines. große Lust ja, drauf. Ja. Mal da links den Wasserfall hört man jetzt auch rauschen. Leider ein bisschen Gegenlicht, aber guck mal, hier kommen Grüße aus Hepen. Ach was, In Hepen bin ich aufgewachsen, aber die Grüße kommen von meiner Mama. ach was, okay. Ganz liebe Grüße nach Hause. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist ja schön, dass ihr auch zuguckt. Ich sehe gerade Grüße aus Hepen und dann sehe ich aber den Namen. Mama Ludolf ist auch dabei. Hepen ist tatsächlich meine Heimat. Also da, Ich bin auch. Also ich bin Urheper. Wahnsinn, ja. Da Ja. müssen wir auf jeden Fall nochmal uns Wo drüber hast du austauschen. da, in welcher Ecke, wo kommst du da her? Ja, also ich sage es immer öffentlich nicht so sehr, weil ich natürlich auch nicht... Ach so, ach, du möchte, wohnst dass- da auch Ich noch? wohne da, ja. Ach so, ja, genau. nee. Also, Okay, alles klar. deswegen, also wer mich besuchen möchte, gerne im Büro, aber zu Hause ist dann vielleicht doch ein bisschen Okay. too much. Müssen wir nachher noch mal rausfinden, Ja, ob wir genau. vielleicht Ja. Nachbarn sind. Ja. Off the record sozusagen. Ja. Seren haut noch eine 10er Subbombe raus. Seren, du verrückter Vogel. Dankeschön.
Detmold kommen auch jetzt Grüße her. Ja, von Frank Betzendahl. Genau. Ich würde mal sagen, jetzt ist hier Family-Treff. Ja. Ich zoome mal ein bisschen rein hier. Danke auch an Baralor für die netten Worte über mein Team. Das freut mich natürlich sehr und gebe ich sehr gerne weiter. Flom hat auch nur ein paar hundert Einwohner, Ja, oder? total klein hier. Also wirklich ein kleiner Ort. Also ist das jetzt wirklich das, was ich hier sehe? Wenn Das ich ist jetzt hier alles. so, also ich schwenke jetzt hier einmal ja, hier von rechts vom Mast und dann geht es hier einmal so ein bisschen durch die Bucht genau. und da vorne ist noch irgendwie so eine Tunnelausfahrt Ja, das ist auch schon alles hier. und das war's. Also Ortseingang und Ausgang in einem Bild. Und das macht Norwegen für mich so spannend und so schön, nicht immer in diese riesigen Metropolen zu fahren. Hat auch was, so eine Route im Mittelmeer mit Barcelona, Marseille, Rom, was es alles so gibt, Valencia. Ne? Aber hier ist es einfach rauskommen, genießen, diese Natur, es ist so entschleunigend und nochmal komplett was anderes. 288 Einwohner, schreibt der Marco. Ja. Die besuchen wir gleich alle mal. Weißt du, ob es hier im Hinterland noch irgendwie, also hinter den Bergen, also jetzt hier so im Einzugsgebiet, oder ist es jetzt wirklich so, dass man erstmal 50 Kilometer fahren muss, bis die nächste Ortschaft kommt? Weißt du das? Es ist so weit, glaube ich, nicht. Aber es ist schon relativ einsam hier. Also wenn ich jetzt mal auf der Karte schaue, da ist jetzt erstmal nicht viel. Ortschaftsmäßig ist da nichts. Also ne? hier war ja eben noch mal was. Stimmt. Auerlandswangen ist noch mal ein Ort. Und dann kommt hier irgendwann wieder ein Ort. Aber es ist schon echt verdammt dünn besiedelt hier. Ja, und dann kann man natürlich auch verstehen, dass die natürlich hier sehr stark von den Kreuzfahrtgästen leben. Absolut. Ja. Ja. Also man sieht da vorne auch einen Wohnmobilstellplatz. Das ist wahrscheinlich hier auch ein Thema. Mhm, Aber ansonsten denke ich mal, sind das sehr viel hier Kreuzfahrtgäste. Ja, da muss ich auch noch mal ein Foto machen. Gut, dass du mich erinnerst. Damit ich nachher noch ein schönes Vorschaubild habe. Guck mal, wir können hier auch Kanu fahren. Da liegen ein paar Kanus am Ufer. Genau, das ist auch immer sehr beliebt hier in Norwegen in den Fjorden. Einfach durch die Landschaft zu paddeln. Nibelungen, ganz lieben Dank für 100 Bits. Mega Qualität, schreibt er. Ja, mittlerweile hält das Netz auch ganz gut. Vorhin, bevor du da warst, hatten wir tatsächlich mal so zwischen den Bergen so ein echt, paar. ja? Okay. Ja, es ist ganz interessant. Du hast zwar 5G und volle und zeigt dir alle Balken an. Das, okay. Und da denkt jeder, ja, ich habe hier volles Netz, Ja, aber ja. der Durchsatz war nicht da. okay. Ja, also es ging nicht genug Daten durch, aber es war okay. Ne? War dann nicht so ganz die Qualität, die wir sonst haben, aber jetzt passt es, glaube ich, ganz gut. Aus Altenhagen kommen hier auch Grüße. Ja, Wahnsinn. Altenhagen, gleich Paderborn ist auch am Nachbarschaft Start, lese ich gerade. Von Hefen. Tom sagt, spannend auf der Webcam zu sehen, wie der Dampfer einläuft. Ja, gibt es hier auch eine Webcam? Also Geiranger, die Webcam kenne ich. Hat Flom auch eine? Scheinbar schon, ja. Kenne ich jetzt Ja. nicht, aber da wird der Tom schon recht haben. Ja. Wo soll er das sonst herhaben? Genau. Müssen wir mal gucken, ob wir nachher mehr ein bisschen rumlaufen. Vielleicht kriegen wir noch mal ein schönes Panorama mit dem Schiff drauf, Ja. dass wir da noch mal 1, 2 Fotos machen können. Genau. Also von der Planung ist es halt so, wir warten erstmal so ein bisschen, bis der Großteil der Gäste von Bord gegangen sind. Dann wollen wir von Bord gehen und eventuell machen wir noch mal einen kleinen Stream, dass wir so ein bisschen durch Flom laufen, vielleicht so ein Stündchen oder so, ne? Dass man mal so ein bisschen was zeigt. Ist, glaube ich, auch ganz nett, einfach noch mal die andere Perspektive mit dem Schiff drauf. Aber ich glaube, ein Rundgang durchs Dorf ist halt auch in einer Viertelstunde Ja, das erledigt. ist so.
Flom Downtown Webcam wird hier geschrieben. Danach müsst ihr suchen. Ne, mit der Flom-Bahn, Pietro, haben wir jetzt nicht geplant. Das haben schon ganz viele geschrieben, wie toll das ist. Aber das ist halt auch nicht ganz billig. Und wir wollen hier auch wirklich ein bisschen ganz easy machen. Gar nicht so viel Programm. Aber ein bisschen spazieren gehen, ne? Mal ein bisschen hier rumgehen. Seren, danke, danke. Nochmal 5 Bits, 5 Twitch-Abos. Ich danke dir vielmals. Ja. Ist die Frage, wie lange ist hier die Lieferzeit, wenn du was bei Amazon bestellst? Ja. Ja, und jetzt sind wir schon sehr dicht am Anleger. Ja, guck, Ingo schreibt, in Norwegen ist das Netz viel besser als in Deutschland. Das ist halt eben der Trugschluss. Oder ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob du jetzt einfach auf dein Handy guckst und da 5G mit 4 oder 5 Balken angezeigt wird und wenn du dann wirklich einen Livestream machen willst und da richtig Daten durchbekommen musst. Das macht schon einen kleinen Unterschied, habe ich eben festgestellt. Wobei es so für die typischen Anwendungsfälle wie WhatsApp oder E-Mails ja meistens reicht. Da ist es alles easy. Ist jetzt für dich ne? natürlich Ja, ja. ein bisschen spezieller, aber für die meisten Urlauber ist es ja vollkommen ausreichend. Aber es hat überhaupt funktioniert. Ja. Es hat eben auch schon jemand geschrieben, in Deutschland hättest du in den Bergen wahrscheinlich Ja, gar das- kein das Netz ist so. gehabt. Ne? Kann auch sein. Ja, Schwarzbart Jürgen, ich danke dir vielmals für 100 Bits. Und Gasti haut auch nochmal 100 Bits raus. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ob es hier auch Gezeiten gibt, ist die Frage. Ich glaube nicht. Wenn dann nur ganz Also ganz wenn, bisschen. dann ist nur weh. Also klar, die Fjorde gehen natürlich von der Nordsee ab. Die Nordsee ist ein Gezeitengewässer, aber ich glaube, es macht sich hier nicht so stark Nee. bemerkbar. Ganz bisschen glaube ich schon, aber gute Frage. Ja. Ja, der Anleger sieht in der Tat kurz aus, finde ich auch. Wahrscheinlich steht das Schiff auch ein Ja. ganzes Stück über, ne? Genau, hinten dann. Und das ist der Grund, was ich meinte, weswegen wir vorwärts anlegen müssen mit AIDA, weil das vordere Treppenhaus dann genau an der Pier ist. Wenn wir jetzt rückwärts ranfahren würden, dann würde das Schiff halt 200 Meter nach hinten überstehen. Das geht da ja nicht, weil direkt das Ende des Fjords ist. Ja, ja. Und mein Schiff wendet halt immer und legt rückwärts an, weil hinten das Treppenhaus ist. Boah, aber das ist schon schön hier, muss man sagen. Ja. Und wenn wir hier heute Abend auslaufen, dann gibt es wieder Auslaufmusik und Genau, volles Programm. volles Programm. Dürfen Sie hier ein Horn raushauen oder ist das hier in Norwegen nicht so gern gesehen? Kommt immer drauf an, wie es jetzt genau in Flammen ist, gute Frage. Ich glaube, hier wird auch gehupt. Aber ich weiß es jetzt auch nicht für jeden Hafen mehr auswendig. Wir werden das heute Abend feststellen. Genau. Aber wenn, dann halt es auf jeden Fall ordentlich, weil dann Ja. kommt der Rückschall von den ganzen Bergen hier zurück. Das hat dann schon was. Da müssen wir mal gucken, ob ich heute Abend mich dann hier wieder aufbaue oder ist natürlich hier schon sehr Ich glaube, schön hier mit dem ist es Stream. schon Ne? schön, ja. Oder wir werden sicherlich die Tage auch noch mal an Deck gehen in irgendeinem Hafen, aber hier ist es einfach, Ja. ist schon perfekt, ne? Weil du natürlich hier auch keine Menschen hast. 11,99 für das beste Frühstücksfernsehen von der Trockenpfütze. Ganz, ganz lieben Dank. Dann ist noch die Frage, wann wir auslaufen. Ich glaube 20 Uhr. Ja, Ne? 19.30 Uhr ist alle Mann an Bord, wie man Ja. so schön sagt. Und 20 Uhr ist Auslaufen geplant. Ich glaube, die sind auch relativ pünktlich dann. Ne? Ja. Wenn alle Gäste da sind und alles passt und der Lotse da ist, wobei der wird ja wahrscheinlich an Bord sein, dann klappt das. Schreibt jemand, dass es Gezeiten gibt in Flammen. 2 Hoch- und 2 Niedrigwasserphasen pro Tag. Wisst ihr auch, wie viel Unterschied da ist während der Tide? Also wie viel das Wasser rauf runter geht? Hätterner fragt, ob hier in Flom Gäste ein- und auschecken. Nee, ne? Das Nee. glaube ich, bei diesen Reisen Nee. hast du immer Starthafen, Genau.
Hamburg. Ne? Hamburg. Mhm. Ist immer Hamburg. Ja. Hier ist gesagt, ich scheine schon Kreuzfahrtblut geleckt zu haben. Wir haben uns überlegt, auf dem letzten Seetag, auf der Rückfahrt, da machen wir nochmal dann so ein kleines Fazit. Ja, Ja. genau. Dann werde ich mal erzählen, was ich denn Da werde ich dich mal ein bisschen interviewen. von und der mal fragen. Kreuzfahrt so gehalten habe. Das wollen wir dann ja auch auf meinem Kanal machen, ne? Auf dem Kreuzfahrtstudio-Kanal. Ja, das können wir gerne als Video machen. Ne? Das nehmen wir zeichnen auf wir den dann auf und veröffentlichen dann in den nächsten Wochen auf Ja. dem Kreuzfahrtstudio-YouTube-Kanal. Wir haben circa 1 Meter Tidenhub. Okay, Man sieht es Ja. ja auch so ein bisschen an den Steinen, deswegen war ich eben auch leicht unsicher. stimmt. Weil da sieht so. man halt gerade, dass es etwas niedriger ist als manchmal. Das scheint dann doch der Fall zu sein. Ja. Oh, Brigitte ist da. Fabian hat jetzt auch Brigitte kennengelernt. Genau. Die hat sich, glaube ich, Blasen am Mund gepfiffen. Jetzt hört man, glaube ich, die Bugstrahlruder. Ganz sanft, ja. Was passiert denn, wenn Brigitte an Bord ist und dann von Land jemand pfeift? Das gibt ja ein Battle dann. Wollte ich gerade sagen. Ja, vom Manöver selbst kann man natürlich hier jetzt wenig sehen. Es gibt hier auch keine offene Manöverstation. Das ist ja quasi alles unter Deck. Deshalb kann man jetzt hier auch nichts großartig sehen von Leinen, die rübergegeben und festgemacht werden. Und dieser Weg hier vorne ist natürlich malerisch schön nachher, ne? Hier vor dem Schiff herzugehen. Das Schiff in voller Größe nochmal zu sehen, das ist in Steinwerder beim Check-in ja immer ein bisschen schwierig, weil ja, einfach die Hafenanlagen dort sind. Aber hier, das macht Norwegen für mich auch immer so schön, weil ich auch gerne mal tolle Aufnahmen von den Schiffen mache. Das bietet sich einfach perfekt an. Ja, stimmt. Also Steinwerder ist jetzt nicht unbedingt so hübsch. Nee. Es liegt gut zum Auslaufen. Wenn es dann losgeht, hat Ja. man natürlich einen richtig tollen Blick. Ja. Aber Steinwerder selbst ist als Terminal jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, Gerade für Schiffsfotos Cool. auch. Ja. – 300 Bits kommen noch vom Ballonpiloten. Dankeschön. Oh, es gibt hier auch Möwen. Mal gucken, ob die auch so fies sind wie die in Warnemünde. Ich habe in Warnemünde 2 Eis gegessen, aber dann Warnemünder Diät gemacht. Beide nicht zu Ende gegessen. Da winken sie schon da unten. Die Freude ist groß. Yay! Ja, hier ist gerade die Frage nach Schleppern, ne? Haben wir hier gar nicht. Nee, ist auch in der Regel nicht nötig. Die Schiffe sind so gut zu manövrieren. Der AIDA Prima hat hinten Azipods. Das heißt, die ist hinten völlig leistungsstark, weil die Propellergondeln sich ja drehen können und in alle Richtungen genauso viel Leistung bringen können. Und vorne mehrere Bugstrahlruder. Ich glaube, 3 Bugstrahlruder hat die. 3, ne? genau, Nova Cosma 4 sogar. Da haben die richtig Kraft. Ja. Aber klar, wenn es irgendwo mal Häfen mehr in Küstennähe gibt, wo es richtig windig wird, oder auch in Hamburg ja teilweise, dann kommen noch Schlepper zusätzlich zur Hilfe. Wahrscheinlich hast du hier in den Fjorden auch gar nicht großartig mit Strömung und Seegang zu tun.
Nee, Ein bisschen Strömung- kräuselig wird das vielleicht Genau. mal durch den Wind. Also die Winde können schon auch stark werden in den Fjorden. Gerade so durch diese Düseneffekte oder wenn dann hier Abwinde kommen. Das kann schon auch echt windig werden, aber das ist dann nicht so häufig. Ja, ihr Lieben, wir legen langsam an. Lipperlotta schickt nochmal Wünsche oder wünscht einen geschillten Landgang und sie begibt sich jetzt auch in den Garten. Ja, viel Spaß bei der Gartenarbeit. Ich glaube, Deutschland hat auch mega Wetter. Ne? Ja. Ich glaube, heute Ich glaube, 34 Grad 30, in der 34 Heimat. Grad. Ich glaube, Hamburg 30 Grad, Bielefeld Bielefeld 34. 34. Ja. Oh, du, können wir wieder über das Wetter meckern. Ja. Ja. Gehst. Letzte Woche war es noch zu kalt, dann war es zu nass, jetzt ist es zu warm. Dann kommen die Mücken. Ja, da habe ich Sonnenbrand. Oh, da kann ich nicht schlafen. Irgendwas Keine ist immer, ne? Klimaanlage. Ja. Schreibt jemand super Wetter in Bad Salzuflen. Das ist ja auch wieder direkt in der Nähe bei uns. Alles auf einem Fleck. Ja. Krass, wie nah wir hier ans Ufer fahren. Also da müssen wir auf jeden Fall nachher einen Stream Ja. machen. Das muss ja toll sein mit dem Schiff. Ne? Absolut. Können wir denn zu Fuß auch ganz gut so ein bisschen hier hochgehen? Oder dass wir mal so ein bisschen von oben? Oder ist das gleich mit Bahnfahrt und Aufwand verbunden? Müssen wir schauen, ob es irgendwo einen Weg gibt, vielleicht da hinten. Da hinten, da links gibt es Den so einen Weg nach Bauernhof oben, da hoch gefüllt. dass man vielleicht mal so einen etwas erhöhten Blick hat. Ja, Das probieren wir einfach mal aus. Das sollten wir probieren, ja. Na? Also, ja, Uhrzeit kann ich euch noch nicht sagen. Ich tippe jetzt mal irgendwann so heute Nachmittag, dass wir vielleicht Ja, 14, 15 Uhr oder Genau, so das dann nochmal so für ein Stündchen hier aus Flom streamen. Dann zeigen wir euch das einmal von außen. So, jetzt machen die ganzen Geschäfte hier auf. Schiff ist da. Gleich gehen die ganzen Klappen hoch. Ja, ansonsten tut sich jetzt hier von der Sicht nicht mehr viel. Also das Letzte ist jetzt so ein bisschen festmachen, hin und her manövrieren. Von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal. Wollen wir noch einmal Kamera? Das ist jetzt nur noch Handbremse rein und fertig, oder? Ja, wir sind jetzt, also gut wie fertig, ja. ja, ein Schiff von der Größe braucht ja ein paar Leinen. Ja, ich denke mal auch, dass die irgendwie so 5,2 festmachen oder 6,2. Ja, was soll ich sagen? Perfekt, oder? Was Ist soll ich wirklich sagen? traumhaft Also und richtig, richtig gut. bei dem Wetter natürlich auch perfekt. Wenn es jetzt regnen würde, wäre auch schön, hat auch was hier in Norwegen, aber mit der Sonne natürlich Du nochmal. kannst aber auch alles schön reden, ne? Na, es ist aber wirklich so, es ist so. Ja, also ich habe es ja auch bei allen Jahreszeiten und so. Ich liebe es einfach, dieses Land. Und Ja dann gut, wer sieht aus man halt Bielefeld kommt, der liebt den Regen. Man sagt, Nein, ja, also dass so der, ist natürlich viel man schöner. sagt ja, dass der Teutoburger Wald so eine Wettergrenze ist. Mhm. Ja, und das ist in der Tat so, dass du ganz oft in Bielefeld Regen hast und dann fährst du über den Teutoburger Wald und dahinter ist der Regen Mhm. Ja, weg. Ne? ja, das stimmt. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Also ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich glaube, landschaftlich ist es schon ganz weit vorne und das ist ja jetzt der Anfang. Ich bin echt schon gespannt auf das, was da noch kommt. Absolut. Wie gesagt, nachher gehen wir von Bord. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen easygoing machen. Ich schätze mal, dass wir irgendwie so zwischen 14 und 15 Uhr dann nochmal live gehen. Am besten ist es, wenn ihr WhatsApp abonniert. Ich werde aber auch den Stream schon einrichten. Kann aber sein, dass die Zeit, die ich in Stream schreibe, dann nicht so hundertprozentig passt. Wir beschnacken das gleich nochmal, wie wir das am besten machen. Vielen Dank, dass ihr heute Morgen dabei wart. Ja, danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr im Chat ordentlich wieder dabei wart, auch Zusatzinformationen rausgehauen habt. Ja, dickes Dankeschön natürlich an Fabian, Gerne, der gerne. hier mit seinem Kreuzfahrtwissen noch Macht ein ja bisschen total viel geglänzt Spaß. hat. Also ist echt toll. Ja, und ein dickes Dankeschön natürlich auch an die ganzen Kanalunterstützungen, also die ganzen Spenden und Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank natürlich auch auf Twitch und auf YouTube. Und ein lieber Gruß geht natürlich nach Hause an meine Frau Tanja. Nach wie vor
wäre es natürlich noch schöner, wenn sie dabei wäre. Die Hunde hätten sogar hier in der Kabine super Platz. Aber Hunde an Bord ist leider nicht. Ne? Genau. Und natürlich auch ein Dankeschön und einen lieben Gruß an unsere Moderatoren. Auch an euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich mal sagen, bis später. Macht's gut, schönen Tag Tschüss. euch. Tschüss.